Barclay Gaming 1 sagt willkommen im Stream. Jo, hallihallo. Barclay Gaming hier. Da bin ich wieder mit Star Trek Across the Unknown. Und ja, da gucken wir mal rein, ne? In den letzten Sektor, Sektor 12. Sektor 12. Letzter Sektor, Endgame, Endspiel, die Reise nach Hause, der große Kampf gegen die Borg, was auch immer. Mal schauen, wie weit wir kommen. Hoffen wir es heute schaffen oder nicht. DLC bringt hier nichts mehr. Das war in Sektor 11 die letzten zwei Quests. Da hier Friendship One und der gute Hirte haben wir geschafft und bekommen. So, jetzt geht's los hier. In manueller Speicherstand, da sind wir, glaube ich, wo sind wir? Warte mal, manuell Speicherstand laden. Jo, das müsste es eigentlich gewesen sein. Da waren wir am Ende von Sektor 11. Kurz vor Ende gespeichert, damit wir nochmal hier jetzt am Start von Sektor 12 genau, wir sind in Sektor 11 und sind am Ende. Wir sind voll mit allem, was wir brauchen. Voll auf Max. Alle Materialien sind da. Das Schiff ist auf Vollmax. Die Moral ist super. Wir haben 266 Mann Besatzung. Diverse Helden alle da. Keiner unterwegs. Schiff ist stark genug, denke ich mal, so für den Anfang. Schauen wir mal. Müsste reichen, sollte reichen. Jo, dann würde ich mal sagen. Wie sieht das Schiff aus? Ja, so sieht Schiff aus. Genau. So, irgendwas auf Pause-Modus. Ja, hier das Aero-Shuttle-Rampe haben wir mal offline geschalten. Da braucht so viel Strom. Ja, genau. Ansonsten haben wir hier Waffensysteme, zwei Phaser, ein Disruptor, ein Schneidstrahl, den wir noch aufmotzen könnten, wenn wir noch Firepower brauchen würden. Krankenstationen 3 an der Zahl für Not am Mann, wenn ist. Kommt immer wieder mal vor, dass es eng wird. Jo, dann würde ich sagen, let's go. Sektor 12. Auf geht's. Jo. Persönliches Logbuch, Lieutenant Tuvok. Ein Scan dieses Sektors hat die Existenz eines potenziellen Wurmlochs aufgezeigt. Eine tiefergehende Analyse lokalisierte seine Position innerhalb eines nahegelegenen Nebels. Innerhalb der Crew ist eine gesteigerte Erwartungshaltung und Hoffnung spürbar, wenngleich empirische Belege für die Klassifizierung als Wurmloch oder dessen Zielkoordinaten bislang fehlen. Während ich ein solches Verhalten in früheren Jahren als unlogisch kategorisiert hätte, verstehe ich inzwischen, dass Hoffnung, wenngleich sie nicht den Regeln der Logik folgt, eine natürliche emotionale Reaktion darstellt. Im Rahmen des Briefings der Führungsoffiziere warf der Captain die Frage auf, was wäre, wenn dieses Wurmloch wirklich in den Alpha-Quadranten führt? Meiner initialen Bewertung nach sind Was wäre wenn Szenarien ineffiziente, rein hypothetische Gedankenspiele. Jedoch regte der Captain zum Nachdenken an. Auf professioneller Ebene bestünde meine Hauptaufgabe in der Übermittlung eines lückenlosen Datenprotokolls an das Hauptquartier der Sternenflotte, sowie in der Unterstützung von Captain Janeway, um die ehemaligen Maquis- und Borg-Mitglieder bei ihren offiziellen Anhörungen zu begleiten. Auf privater Ebene würde die Wiederaufnahme meiner Rolle als Ehemann und Vater nach 7 Jahren der Trennung eine rationale und geduldige Herangehensweise zur Reintegration erfordern. Sollte unsere Reise heute enden, würde ich diese Jahre nicht als verlorene Zeit einstufen. Meine persönliche Entwicklung, sowohl intellektuell als auch in empirischer Hinsicht, war signifikant. Und meine Analyse ergibt: Ich scheine den Faden verloren zu haben. Ein kurzfristiger Aussetzer. Ich muss mich dieser Anomalie später widmen. Der Captain hat angewiesen, Kurs auf den Nebel zu setzen. Jo,
Tuvok, alles klar. Persönliches Logbuch Lieutenant Tom Paris. Die Sensoren haben soeben ein mögliches Wurmloch in einem nahegelegenen Nebel entdeckt. Das könnte unsere Fahrkarte nach Hause sein. Die Crew vibriert praktisch vor Begeisterung, obwohl unser geschätzter Sicherheitschef, die alte Spaßbremse, natürlich wieder etwas von mangelnden empirischen Daten und unbekannten Zielkoordinaten murmelt. Aber selbst in ihm regt sich ein Fünkchen Hoffnung. Was wäre, wenn dieses Wurmloch wirklich in den Alpha-Quadranten führt? Nach 7 Jahren auf dieser Achterbahn hatte ich mich eigentlich schon mit dem Gedanken angefreundet, dass die Reise noch ein paar Jahrzehnte dauert. Aber wenn der ganze Spuk morgen vorbei wäre, Punkt 1 auf der Tagesordnung, meine Bewährungsanhörung. Ich müsste den Captain daran erinnern, ein gutes Wort für mich einzulegen. Sie hat es schließlich versprochen. Aber im Ernst, ich denke, es liefe auf die unvermeidliche Aussprache mit meinem Dad hinaus. Ich wäre sogar froh, ihn zu sehen. Ich habe Hoffnung. Echte Hoffnung, dass wir endlich die Kurve kriegen. Ich meine, wie viele Sternenflottenadmiräle können schon mit einem Sohn angeben, der gleichzeitig tragisch verschollener Pilotenheld und künftiger Bestseller-Holo-Autor ist? Und danach, ich überlege, offiziell wieder in die Sternenflotte einzutreten. Mein Plan, Top-Pilot der Sternenflotte. Die neuesten Modelle testen, die Warp-10-Barriere knacken. Ich meine, was soll da schon passieren? Es ist ja nicht so, als würde ich mich in einen Salamander verwandeln oder so ein Quatsch. Danach gibt's eine ordentliche Siegestour. Den Kadetten von meinen, Korrektur, unseren Abenteuern im Delta-Quadranten erzählen. Autogramme geben. Einen Pflichtbesuch im Chez Sandrine. Vielleicht mit den Delaney-Schwestern im Gepäck. Es war ein verdammt langer Weg bis hierher. Und ganz ehrlich, ohne jede Ironie, es ist das Beste, was mir je passiert ist. Manchmal frage ich mich, was aus mir geworden wäre, wenn ich Captain Janeway damals einen Korb gegeben hätte. Wahrscheinlich bloß ein Versager und ein Säufer. Wahrscheinlich. Wie auch immer, wir steuern direkt auf den Nebel zu. Wünscht uns Glück. Jo. Lieutenant Reginald Barclay wünscht Glück. Okidoki. Let's go. Heimweh Moral minus 20. Wir sind bald zu Hause, gehe ich mal davon aus. So. Auf in Sektor 12. Wie sieht er denn aus hier? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Systeme. Jawohl, jawohl, jawohl. Da ist dann schon die Quest, die erste. Und das ist die Main Quest. Endspiel. Jo. Da ist doch schon ein Borg-Kubus hier. Oh, was ist denn hier los? Da ist schon einer. Christian Maloa sagt Hallo. Frage, ist das alles vertont oder ist das ohne Ton, nur mit Lesen? Hallo. Nee, ist leider nur, du hast es gerade bekommen, das Vertonte ist nur immer am Anfang von jedem Sektor. Da spricht der Tuvok, der deutsche Synchronsprecher und der deutsche Synchronsprecher Tom Paris. Und wenn du auf Englisch stellst, sprechen die Originalschauspieler, aber nur am Anfang. Also im Spiel ist alles nur lesen. Da musst du leider gucken und lesen. Leider kein Ton, das finde ich ein bisschen schade, aber ist auch verständlich. Das ist ein kleines Studio mit 30 Leuten, die das Spiel hier gebaut haben. Das ist da schon dafür dann andererseits auch schon wieder eine ganz schöne Leistung. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Mal schauen. Wir haben ja noch die Rechte auch für andere Dinge bekommen. So, aber schauen wir mal. Scannen wir erstmal hier alles ab. In dem ersten System hier. So, also Essen brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Die Voyager ist hier unterwegs. Jawohl. Und danke dir fürs kurze Reinschauen. Danke, vielen Dank. So, also wir sind hier. Wie sieht's aus? Was haben wir denn hier? Noch ein paar Leute einsacken zum Mitnehmen. Wir haben eine Siedlung entdeckt. Ja, komm,
Können wir noch ein paar mit nach Hause schleifen. Noch ein paar mehr. Mehr Personal. Schicken außerdem zu den Ex-Borg. Ach so, Borg brauche ich nicht noch mehr, da habe ich schon zu viel. Biete den Vorrat und lade sie ein, sich der Crew der Voyager anzuschließen. Halte einen Sicherheitsabstand. Ja, ich glaube, wir machen lieber das. Ich habe schon viel zu viel Borg an Bord hier. Wenn wir jetzt mal gucken, was haben wir denn hier? Warpkern, Moral. Hier, Crew. Ich habe schon 72 Borg an Bord. Ich hatte schon mal 160 an Bord. Zum Glück habe ich wieder ein paar losgebracht. So viel Alkoven kann ich gar nicht bauen, um die unterzukriegen. So, genau. Alkoven, apropos, da unten, genau. 4 Stück habe ich bauen müssen, damit die alle hier schön ordentlich untergebracht sind. Moral ist alles noch kein Problem. Alles Paletti. Tarnvorrichtung haben wir, Metaphasenschildraum passt. Schön Defense, Defense, Defense. Wie man so schön sagt, Defense wins the game. Hier, 232 Defense. Sollte da wohl reichen. 250 durchschnittliche Gegnersteige. Wir schauen mal. Also gut, let's go. Da sind wir. Schauen wir uns doch mal den Borg-Kubus an, ob es hier Action gibt. Keine Wahrscheinlichkeit von Hinterhalt. More dann. Fliegen wir trotzdem mal hin. Schauen uns den mal an hier. Schöner kleiner Bordkubus. Gibt es einen Überlebenden direkt an der Bord. Ja, Notsignal übermittle. Typische Anweisung. Fernreparatur. Ja, komm mal, Fernreparatur. Andererseits, beim Material brauchen wir eigentlich nicht. Sind wir eigentlich komplett voll. Jawohl. Wir wollen noch ein paar Torpedos basteln. Aber nicht hier, sondern in der Werkstatt, logischerweise. Ah, die laufen noch. So, haben wir irgendwelche Leute, die noch einen Job brauchen könnten? Hier, der Pelk, der sitzt drum und macht nichts. Na komm, dann gehen wir in die Werkstatt. Beziehungsweise vielleicht in die Torpedo-Abschussrampe. Das macht vielleicht noch mehr Sinn. Ah, da kann er nicht. Das wird ein Waffensystem. Da gibt es wieder nur die üblichen Verdächtigen. Alles klar. Das können. Nö, dann bleibt er in der Werkstatt. Alles gut. Ist gut. Der Phaser Controller, den könnte man noch aufmotzen. Auf Level 1 weiter. Yep. Kostet dann nochmal 3 Energie mehr. Ne, das machen wir erstmal nicht. Momentan machen wir Plus Energie. Ja. Okay, weiter geht's. So, also in diesem System sehe ich hier eigentlich nichts mehr, was zu tun wäre. Hier gibt es nur Material und Material brauche ich keins, weil ich habe alles entwickelt, was zum Entwickeln geht. Mal schauen, ob noch irgendwas frei ist. Also, da ist alles voll. Crew, fangen wir von vorne an. Alles entwickelt, alles voll, bis auf die paar Fragezeichen, wo ich nicht bekommen habe, wo Quests schiefgelaufen sind. Ich Quests vergessen habe. Eine habe ich komplett zu spät angegangen, die ist dann verschwunden. Das war ein Wurmloch, ein kleines. Christian Maloa sagt okay, danke. Bitte sehr, Christian. Kein Thema. Aber wie gesagt, das Spiel ist echt cool. So teuer ist es auch nicht. Kannst ja mal die Demo, gibt eine Demo-Version, wo man den ersten Sektor, glaube ich, mal zocken kann. Da kommt man ein bisschen in das Gefühl rein, ob das was für einen ist oder nicht. Ja. Und dann sieht man schon, ob es einem gefallen könnte. So genau. Ich kann nichts mehr entwickeln, ich habe alles. Und das kann ich nicht entwickeln. Das ist der Vinculum Antivirus, der ist von der Deluxe Quest. Habe ich den bekommen, nützt mir aber nichts, weil ich anscheinend hier irgendeine blaue Quest versemmelt habe. Und ich deswegen diese Technologie nicht aufgedeckt habe. Und somit ist der Vinculum Antivirus, ja, sozusagen sinnlos. Also gut, da ist nichts. Auf geht's in das nächste System. Schauen wir rein. Und fliegen mal, ups, da ist ganz schön viel Action. Wir fliegen mal dahin. Untersuche den Nebel auf das potenzielle Wurmloch in seinem Inneren. Jo. Was haben wir da? Überreste. Muss ich da irgendwas? Brauche ich da irgendwas? Nö. Ich brauche hier nichts. Kann man später kommen. Wir scannen jetzt mal dieses System alles. Sehr viele Borg-Kubusse. Hinterhalt, ja, meinetwegen. Hinterhalt. Dilithium brauchen wir auch nicht mehr. Wir sind voll bis zur Oberkante. Oberlippe. Tritanium. Okay. Deuterium, da ist die
Quest. In diesem Nebel existiert möglicherweise ein Wurmloch. Wir sollten der Sache nachgehen. Das werden wir gleich tun. Aber vorher will ich doch, lässt du mich dahin? Ja, alles mal scannen hier noch. Den ganzen dieses System einfach mal durchscannen. Ja, ja, ja. Und da haben wir noch eins. Alles durchgescannt. Da haben wir doch noch was versteckt hier. Immer dies mit den hellen Lichtern. Übersieht man glatt irgendwas. Yep. So, aber wenn wir schon am Scannen sind, dann können wir die anderen 3 auch noch gar scannen. Was gescannt ist, ist gescannt und so. Dann wissen wir zumindest schon mal, was Sache ist, wo wir hin müssen oder nicht. Wo es was Interessantes geben könnte. Falls wir Dresche kriegen, dass wir wissen, wo eine Reparaturstation wäre, eventuell. Falls wo eine ist. Genau, durch die Fähigkeit und die Weiterentwicklung im Wissenschaftslabor sozusagen kann man auch die Fähigkeit, man sieht es ja bei mir, ich hänge hier im System 2 rum und kann die anderen Systeme auch scannen. Das geht über die Entfernung mittlerweile auch. Sowohl im Nebel kann man auch alles scannen, geht mittlerweile auch. Kann man sich alles über Fähigkeiten im Wissenschaftslabor freischalten. Macht das Leben leichter. Hatte ich relativ früh, glaube ich, schon, ja. So, dann haben wir das da, haben wir irgendwas übersehen? Nein. Okay, dann haben wir noch, das war das vorletzte, ne? Yep. Und dann scannen wir noch das letzte System, was da Sache ist. Und dann fliegen wir mal zu der Handelsaußenposten, okay. Dann fliegen wir die Quest an und legen los mit Endgame, Endquest, Endspiel. Da ist ein Borgschiff. Und dann haben wir viel zum Vorlesen vermutlich. So, ja, mehr gibt's ja nicht. Okay, let's go. Da sind wir. Und dann schauen wir uns das mal an. Fliegen doch mal in diesen Nebel. Auf geht's zum Nebel. Da kommt die Voyager angesaust. Hurricane. Wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Achso, apropos Befehle. Hauptmenü Audio hier. Die Titelmusik am Anfang, die ist original Voyager. Die gibt aber immer bei YouTube einen Claim. Deswegen schalte ich den Ton immer aus und vergesse dann manchmal die Musik zumindest einzuschalten, zu spät. Aber jetzt habe ich es ja geschafft. Na. Memory nodes located. Stand by. Proceeding with data transfer. So, dann schauen wir mal. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Ja komm, da wollen wir hin. Los geht's, fortsetzen. Haben wir alles? Nee, Moment. Wir machen mal, wenn wir schon da sind, jetzt machen wir einen Speicherstand, einen manuellen. Jo. Dass wir mal hier sind, im Sektor und speichern mal ab. Dass wir da dann weitermachen können. Da würde ich sagen, let's go Nebel. Ja, Ziel erreicht. Und fortsetzen. Tuvok. Captain, aufgrund unnatürlicher Interferenzen liefern unsere Scans keine schlüssigen Ergebnisse über den Nebel. Wie lauten Ihre Befehle? 100%, 100%, 85%. Okay. Die Voyager bei dem Nebeleintritt tarnen, nach verborgenen Schiffen scannen, mit der Dreadnought oder mit der Vadavur-Zieltechnologie. Oh, machen wir doch mal die Vadavur-Zieltechnologie. Scannen erstmal. Mal sehen, ob sich dort jemand verbirgt. Da haben wir es doch schon. Mehrere Borgschiffe werden jetzt auf den Sensoren erfasst. Ach du Scheiße. Und jetzt auch noch hineinfliegen. Jawohl. Borgschiffe gesehen und kommen. Fliegen wir doch mal hin. Das ist vollkommen logisch, ne, Tuvok? Ich weiß ja nicht, was du da machst. Ein Risiko, das wir eingehen müssen. Dieses Wurmloch könnte unser Heimweg sein. Fliegen Sie uns hinein. Oh, no risk, no fun. Oh weia. Oh la la. Sind wir in der Unimatrix 1 gelandet, oder was? 3 Borgkuben am Rand des Nebels geortet. Oje, oje, oje.
Ändere Kurs. 7 of 9. Ich registriere 2 Borg-Sonden, Captain. Sie halten direkt auf uns zu. Wir ist Borg Quality. Wir sind die Borg. Sie werden assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Uiuiui. Kampfstationen. 2 Borg-Sonden, Alpha und Beta. Okay, so stark sind die nicht. So, wir gucken mal, was hier der beste Ihre Wahl Befehle, ist. Captain? Ja, jetzt habe ich schon den falschen Button gedrückt. Oh Mann, ich bin so blöd. Okay, dann visieren wir schon mal die an. Jetzt haben beide gleich stark. Okay. Na gut, müssen wir aufpassen beim nächsten Mal. Besiege den Feind. Okay, was machen wir zuerst? Wir flüchten doch immer. Egal. Erstmal auf die Waffen. Captain. Erstmal die erste auf Waffen gehen. So, schauen wir mal, was geht los hier. Der hackt doch die Fähigkeit Schilde. bereit, Captain. Schildhacking. Markiermanöver. Fähigkeit bereit. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Feindliche Schilde zerstört. Okay, dann haben wir das. Dann machen wir doch gleich mal auf die zweite Waffe. Erfasst. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Captain. Okay, dann geht's aufs zweite Schiff. Befehle auf die Waffe. Bug wird erfasst, Captain. Let's go. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Abgehauen ist er. Geflüchtet, hast du gesehen? Mann, oh Mann. So, da kriegen wir Material ohne Ende und Fettmoral kriegen wir auch. Captain, ich empfehle den sofortigen Rückzug. Die anderen Borgschiffe haben uns wahrscheinlich bereits ja, gesehen. Captain, massiver Energieschub. Er nähert sich schnell. Auf Einschlag vorbereiten. Wir werden aus dem Nebel gedrängt. Nun, das war eine Sightseeing-Tour ins Nirgendwo. Immerhin ist die Hülle intakt. Wir befinden uns wieder vor dem Nebel, exakt in unserer Ausgangsposition. Vorerst abdrehen und weiterfliegen. Warte mal. In den Nebel zurückkehren, vorerst weiterdrehen und weiterfliegen. Immerhin ist die Hülle intakt. Okay. Gucken wir uns erstmal außen um. Es ist anzunehmen, dass die Borg etwas Wertvolles bewachen. 7 of 9. Ein gezielter Versuch, Eindringlinge abzuwehren. Was auch immer sie bewachen. Es ist unser Leben nicht wert. Steuermann, bringen Sie uns auf Distanz. So. Okay, jetzt sind wir erstmal aus dem Nebel hier raus. Wieder. Interessant. So, wie sieht das Schiff aus? Haben wir irgendwas? Nö, sieht eigentlich gut aus. Kein Schaden genommen, alles Paletti. Wie sieht's aus hier? Die Moral ist ja auf Max. Dann haben wir hier 895. Die Hülle hat ein bisschen Schaden genommen. Das bedeutet, wir tun gleich mal hier, wo ist die Reparatureinheit hier? Da, komm, bisschen reparieren. 10 pro Zyklus. 2 Leute vom Team müssen ein bisschen was tun für ihr Geld. Und dann sollte eigentlich die Hülle wieder bald ready sein. Wir könnten eigentlich mal langsam. Wie sieht es mit Batterien aus? Haben wir noch ein bisschen, können wir noch ein bisschen aufladen. Da oben. 943, ja. Dauert noch ein bisschen. So, okay. Erkunde den Sektor, ja. Was gibt es denn hier zum Sektor erkunden? Hier gibt es nichts. Erkunde den Sektor weiter. Ja, was soll ich hier erkunden? Wir schauen mal, gibt es hier irgendwo was? Was hätten wir denn? Bauen wir Torpedos? Ja, komm, wir bauen mal ein paar Torpedos. Bevor wir nichts machen, ne? Das Biolabor, was sollen die bauen? Das ist ja. Bringt ja auch nichts, dass die irgendwas bauen. Was haben wir denn hier? Frachtraum. Das ist ja der Essensraum, Frachtraum. Ingenieurbüro. Kann man hier einen Helden einbauen? Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Krankenstation und so weiter. Im Metaphasen-Schildraum kann man, glaube ich, auch nichts. Keinen Helden zuweisen. Ebenso in der Tarnvorrichtung. Kann man auch keinen Helden hinzufügen. Hier habe ich schon 1, 2 Helden und hier im Schneidstrahlraum
Doch, da könnte man einen Helden zuweisen. Das wären aber, sehe ich hier, wieder die üblichen Verdächtigen, die alle schon einen Job haben irgendwo. Ja, da kann ich also keinen zuweisen. Da fehlt mir noch einer, theoretisch. Crewquartier ist klar. Schildgenerator ist auch das, die üblichen Verdächtigen. Abfallaufbereitung, warte mal. Da ist doch aber einer drin. Ja klar, die Belana ist da drin. Die Belana, und zwar die menschliche Belana. Ist da drin. So, das alles. Die Aussichtslounge. Ja, da ist was drin, da ist was drin. Überall sind welche drin, ja. Shuttle, da ist auch einer drin. Ja, alle haben ihren Job irgendwo. Kann man so sagen, ja. Na gut, dann gucken wir halt mal im System rum, ob es irgendwo was gibt. Hier gibt es eigentlich nichts, also würde ich mal sagen, wir fliegen doch mal einen Sektor einfach mal weiter. Ne? Franek sagt guten Abend, Kaffee. Hallihallo, Franek. Fliegen wir einfach mal einen Sektor weiter und schauen, was passiert. Guten Abend, Franek, grüß dich. So, was haben wir denn hier? Kosmos Schrottplatz. Wir haben eigentlich mehr als genug Material, das wäre Verschwendung, da was zu holen. Später wiederkommen. So, falsches Menü. Moment, wie? So, schon wieder, ich kapiere es nicht mal. So ist kippen. Links, rechts und das ist zoomen. Ja, genau. So, ist hier irgendwo ein Kubus oder irgendwas? Oder wir fliegen nochmal in den Nebel rein, aber das macht auch keinen Sinn, oder? Erkunde den Sektor weiter, ja. Mache ich doch. Und das hier. Wir haben eine gut versteckte Forschungsstation auf dem Mond entdeckt. Sie sind begierig darauf zu reden. Na, dann fliegen wir doch mal dahin. Wenn die Wissenschaftler so begierig drauf sind, mit uns zu reden. So, wir haben eine gut versteckte Forschungsstation auf einem kleinen Mond entdeckt, der einen unscheinbaren Planeten umkreist. Obwohl sie verborgen sind, riefen sie uns die Wissenschaftler begierig drauf zu reden. Da bieten Wissenschaftler an, sich der Crew anzuschließen. Noch mehr Besatzung. Um einen Ausflug mit wissenschaftlichen Erkenntnissen im Wissenschaftslabor hilft dem Wissenschaftler bei ihrem aktuellen Projekt Wissenschaftslabor. Bei ihrem aktuellen Projekt helfen. Aha. Es gibt dann Wissenschaftspunkte, ne? Sich der Crew anzuschließen, habe ich noch mehr Personen, die ich nicht unterbringen kann. Ja komm, wir können ja ein paar nach Hause. Ja, 130 habe ich schon da. So viele Leute brauche ich gar nicht. Dann machen wir das. Vielleicht gibt es ja irgendwas. 4 haben sich angeschlossen und Wissenschaftspunkte. Also es kommen trotzdem 4. Kommen trotzdem 4 Leute. Haben wir da? Nix. So. Da ist bloß ein Felsen. Auch nichts. Was? Wahrscheinlichkeit für Hinterhalt, ne? Da gucken wir doch mal vorbei, ne? Gibt's mal kurz Action. Ah, kommt's, da haben wir es doch. Geht gleich weiter. So, die Steindal hier. Da können wir schon ein paar einsacken noch. Boah, okay. Worauf sind wir verlassen? Bergbaustation geschossen. Ist uns abge und scheint beschädigt zu sein. Suche Vorsicht nach wertvollen Gegenständen. Lagerräume zerstören. Riskieren, versuche die Station zu aktivieren. Analysiere das Gelände. Versuche die Ausrüstung der Voyager Ressourcen abzubauen. Oh, da haben wir was Rotes. Riskiere, versuche die Station zu aktivieren. Machen wir mal das. Wird schon klappen, oder? Jawohl, klappt wunderbar. Positiv sein, dann klappt es auch. So, die Comms-Anfrage annehmen. Dann schauen wir doch mal, was die Comms-Anfrage sagt. Endspiel. Christian Maloa sagt so. Ich gehe mir jetzt Guthaben holen und spiele das dann auch. Bin angefixt. Danke für dein Live, Peace-Geste. Gern geschehen, Christian Malo. Freut mich, dass du das Spiel holst. Cool. Dann viel Spaß wünsche ich dir dabei. 7 of 9, Captain, ich habe eine spontane Anomalie in unmittelbarer Nähe der Voyager entdeckt. Es gibt hochinterne Tachyon-Impulse ab. Charakteristisch für eine temporale Spalte. Oh, die Spalte. Eine wirbelnde Anomalie erscheint auf dem Bildschirm und taucht die Brücke in ein mysteriöses, cyanfarbenes Licht. Die Crew hält den Atem an. Wenn es wirklich eine temporale Spalte ist, wohin führt sie? Nach Hause, hoffentlich.
Keine Ahnung, die können wer weiß wohin führen. Noch weiter weg. Oh, ich weiß ja nicht. Sie destabilisiert sich. Ich registriere Nadion-Entladungen, möglicherweise Waffenfeuer. Die Signatur ist klingonisch. What? Wo kommt die her? Da kommt etwas durch. Oje, was ist denn jetzt los? Das sind aber keine Klingonen. Das ist Shuttle. Admiral Janeway, was ist los? Rekalibrieren Sie Ihren Deflektor, um einen Antitachyon-Impuls auszusenden. Und schließen Sie diese Spalte. Jawohl, Admiral Janeway. Oh, doppelte Janeway. Guten Tag. Ja, verrückt. Catherine Janeway. Normalerweise gilt es als höflich, sich vorzustellen, bevor man anfängt, Befehle zu erteilen. Admiral Janeway. Ich stehe im Rang über Ihnen, Captain. Und nun tun Sie es. Den Befehl ignorieren, die Spalte nicht schließen. Dem Befehl folgen, die Spalte schließen. Ja, das ist ja wieder hier, wollte mich... ja, was ist denn hier los? Kommen wir da nicht nach Hause? Aber das ist schließlich der Admiral. Und ich bin die Janeway und sie ist die Janeway. Die wird ja wohl wissen, was los ist. Also, die ist ja älter. Also sind wir nach Hause geflogen. Viele Jahre zu Hause gewesen und wieder hierher geflogen. Um zu sagen, halte zu, sonst gibt es Probleme. Also gut, ja. Komm, Admiral, wir befolgen deinen Befehl. 60, 70, 80, 85%. Okay. Deine Entscheidung hat Konsequenzen. Schließen Sie die Spalte. Ich hoffe, das war jetzt nicht Spalte Franek geschlossen. sagt 1. Das Anflugmanöver des klingonischen Schiffes wirkte aggressiv. Welches klingonische Schiff? Ich sehe keins. Scheint, als hätte ich eine Menge zu erklären. Ach so, weil die vom Klingonen verfolgt wurde. Jetzt habe ich es kapiert. Die Admiral Janeway. Willkommen, Admiral. Franek 1, soll das bedeuten, dass du gemeint hast, ich soll das obere machen, ja? Habe ich ja auch gemacht. Admiral Janeway, ich sehe, Sie haben noch frischen Kaffee. Jo, haben wir. Möchten Sie eine Tasse? Ich habe damit aufgehört, seit ich Sie war. Viel ist passiert. Ja, weiße Haare hast du mittlerweile. Catherine Janeway, ich sollte mir keine Details über die Zukunft anhören. Oh, die allmächtige oberste temporale Direktive. Hören Sie auf mich. Es bereitet weniger Kopfschmerzen, wenn man sie einfach ignoriert. Franek sagt ganz genau, Daumen hoch. Jo, genau, supi. Catherine Janeway, warum sind Sie hier, Admiral? Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie die Voyager in diesen Nebel bringen müssen. Er ist unser bestes Ticket nach Hause. Es wimmelt dort nur so von Borg, das wissen Sie. Genau deshalb habe ich Technologie mitgebracht, die uns an Ihnen vorbeibringen wird. Okay. Captain, wir dürfen eine Täuschung nicht ausschließen. Sie könnte ein Mitglied der Spezies 8472 oder ein anderes getarntes Wesen sein. Admiral Janeway, es ist gut zu sehen, dass Ihr Scharfsinn nach wie vor messerscharf ist. Tuvok. Der Doktor wird feststellen, dass meine genetischen Marker identisch mit denen Ihres Captains sind. Lediglich in die Jahre gekommen. 75, 85%, 85% und nix. Okay, was haben wir denn? Kes oder Tuvok? Kes, die Identität des Admirals durch Telepathie bestätigen lassen. Tuvok, die Identität des Admirals durch eine Gedankenverschmelzung bestätigen lassen. Gedankenverschmelzung? Ja, komm, machen wir mal die Kes, da wollen wir was tun, ne? Das wären 85 und das sind 95%. Ja, die Kes ist hier besser drauf. 70, 80, 90, 95%. Na? Wir brauchen den Doktor nicht, es gibt einen schnelleren Weg. Ich kann Ihre Gedanken spüren, Erinnerungen an die Voyager, die Crew, die Kämpfe, die wir bestritten haben. Sie ist Sie, Captain, aus einer anderen Zeit. Jawohl, Kes, danke für die Info. Nach der Technologie fragen, die sie mitgebracht hat. Optional. Ich erkunden, was mit Inneren des Nebels befindet. Optional. Nach dem klingonischen Schiff fragen.
das sie verfolgt hat. Optional danach fragen, wie sie die Voyager nach Hause gebracht hat. Ja, ist die Frage nach der Technologie dann weg, wenn ich jetzt optional anklicke? Gute Frage, nächste Frage, ne? Was mit dem Inneren des Nebels befindet. Nach dem klingonischen Schiff fragen, das sie verfolgt hat. Ne? Das ist nett, aber muss man nicht wissen. Wie sie die Voyager nach Hause gebracht hat, das wäre die passende Frage. Das wollen wir alle wissen, ne? Wie sind wir nach Hause gekommen? Inneres Nebels, ja. Technologie, auch wichtig. Aber ich würde sagen, das ist doch die brennendste Frage da unten. Die Voyager hat es nach Hause geschafft. Ich bin ein Admiral. Warum also die Zeitlinie manipulieren? Admiral Janeway. Was ist aus, ich sollte mir keine Details über die Zukunft anhören geworden? Ach so. Stimmt, hat sie ja gerade vorhin gesagt. Nicht weiter nachhaken. Ach komm, scheiß drauf. 95%, let's go, weiter nachhaken. Ich folge Ihrem Rat und ignoriere die oberste temporale Direktive. Genau. Admiral Janeway, eines steht fest. Sollten Sie meinen Rat nicht folgen, wird es noch weitere 16 Jahre dauern, bis Sie dieses Schiff nach Hause bringen. Oh weia, 16 Jahre. Okay, also die Optionen kommen doch nochmal. Dann kann man natürlich nochmal, was da weiteres kommt. Okay, dann fragen wir die zweite Option. Was im Inneren des Nebels sich befindet. Was befindet sich in dem Nebel? Sie sind nicht ohne Grund den ganzen Weg hierher gekommen. Wie ich bereits sagte, Ihr Ticket nach Hause. Ein Wurmloch, das direkt in den Alpha-Quadranten führt. Optional, nur dann können wir schön weiterfragen. Nach dem klingonischen Schiff fragen, das sie verfolgt hat. Dieses klingonische Kriegsschiff hat sie auf sie gefeuert. Warum? Was haben sie getan, um sie zu provozieren? Sagen wir einfach, ich musste mir ein Gerät von den Klingonen leihen, um diese Reise antreten zu können. Der Preis, den sie verlangten, war inakzeptabel. Das wird geklaut. Nach der Technologie fragen, die sie mitgebracht hat. Sie sagten, sie hätten Technologie mitgebracht. Würden Sie das näher erläutern? Verteidigungssysteme und Waffen, die speziell gegen die Borg entwickelt wurden. Mit ein paar Handgriffen können wir sie für die Voyager modifizieren. Ablative Panzerung im Kampftechnologiebaum freigeschaltet. Ah, sehr schön. Wenn uns das einen Vorteil gegenüber dem Borg verschafft, werden wir ihn nutzen. Seven, bereiten Sie die Pläne für die Integration vor. Jawohl. So, Transphasentorpedos in der Werkstatt und erforschen die ablative Panzerung im Kampfbaum. Okay, dann gehen wir mal in den Kampfbaum und gucken mal, wo diese Panzerung... Ah, hier ist sie doch. Die ablative Panzerung reduziert an der Hülle erlittenen Schaden um 25%. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hüllen erhöhen, erhöhen. Das ist alles eine Hüllenerhöhung. Erhöhung. Da haben wir nichts. Oh, geht das wieder los mit der Müdigkeit, die war verrückt. Reduziert den an der Hülle erlittenen Schaden um minus 25%. Das ist doch super. Das machen wir doch. 30 ganze Runden dauert das. Wow. Das dauert ganz schön lange. Warum eigentlich? Habe ich in... Ja, genau. Harry ist nicht da dabei. Wo ist denn Harry wieder unterwegs? Harry. 39%, 39%, 61%. Die Seven. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir doch mal kurzzeitig die Seven hier rein. Die hat 61%. Macht doch am meisten. Also, wie lange dauert es jetzt? Dauert jetzt nur noch 19 statt 30. Okay. Seven darf ein bisschen im Wissenschaftslabor aushelfen. Sonst war da immer der Harry drin. Und dann kann ja der Harry vielleicht eine Weile in den Deflektorraum, oder? Wo ist er denn? Ach, der ist im Maschinenraum. Nee, Deflektor wäre wichtiger. Deflektor ist erstmal wichtiger. Maschinenraum gibt es ja einen anderen, den wir umkartieren könnten. Phaser, Werkstatt, ja. Warpkernreparaturrate. Wo ist die in der Abfallaufbereitung? Ja. Der ist im Transporterraum. Deflektor, der ist in der Shuttle-Rampe. Boah, Shuttle-Rampe? Nee, komm.
Da ist der Maschinenraum vielleicht wichtiger. Für Eventualität. So, Werkstatt haben wir gesagt. Gucken wir noch mal in die Werkstatt rein. Zulukulu SVG sagt guten Abend. Blaupausen für Transphasen-Torpedos. Let's go. Dauert wie lang? Da ist der Pelk drin. Wunderbar. Gibt eine gewisse Schnelligkeit vom Bauen. In 6 Runden ist es soweit. Jawohl. Genau. Hallo Zukulus SVG. Grüß dich. Guten Abend. Dankeschön fürs Reinschauen. So, haben wir das. Also, Kampftechnologie bauen läuft. Transphasentorpedos laufen auch. Dauert wie lang? 5 Runden, okay. Das andere dauert noch ein bisschen länger, 19 Runden. Jo, dann können wir ein bisschen rumgondeln. Heißt, ja, wir gondeln ein bisschen durch die Gegend, ne? Gibt es hier irgendwas, wo wir hin können, sollen, wollen, müssen? Nö. Dann würde ich mal sagen, wir grasen hier mal irgendwas ab, was irgendwie sinnvoll ist. Was hätten wir denn? Treibstoff, ne? Vielleicht mal. Wir könnten natürlich auch ein bisschen, ja, Treibstoff. Hätten wir mal hier. Machen wir mal eine möglichst weite Reise nach da oben. Die ist 6 Zyklen entfernt. 6 Zyklen. Ja, dann machen wir mal die hier. Die machen wir dahin. Holen wir ein bisschen Treibstoff. Ja, genau. Rot. Hier ist bloß orange. Das ist doch Torpedo und ein Torpedo. Okay, nee, dann machen wir das. Hier ist aber viel rot. Wir brauchen auch nicht viel Treibstoff. Da reicht auch das. So. Schlecht. 546 reicht auch aus. Reicht auch. So, es ist Kampftechnologie. Am Schiff müssten die Torpedos jetzt doch schon fertig sein. Sind sie? Ja. Die Transphasen-Torpedos sind fertig. Machen wir gleich nochmal eine Ladung normale Torpedos. Okay. Gibt es irgendwelche Kranken? Nö, passt. Wissenschaftslabor dauert noch 13 Runden. Alles klar. Dann geht's weiter. 13 Runden. Was machen wir da? Jo, 548, 545, jo. Wir fliegen mal in einen anderen Sektor. Wie weit ist der weg? 5 Zyklen, ja komm, fliegen wir mal darüber. Asteroidenfeld gibt wieder Schaden. Gibt wieder Schaden, so ein komisches Asteroidenfeld. Aber hier war doch irgendwas. Reparaturstation. Brauchen wir nicht. Klasse M-Planet 2 Zyklen, fliegen wir mal ein bisschen weiter. Der ist weit weg, der da. 2 Zyklen. 5 Torpedos hergestellt. Jo, haben wir hier. Ja, komm. Geringer Ertrag. Passt. Schiff. Bauen wir noch mal ein paar Torpedos hier. Bevor wir nichts machen, machen wir ein paar Torpedos. Alles klar. Doktor, bist beschäftigt? Wo ist er denn, der Doktor? Da rennt er rum. Guten Tag, Doktor. Janeway sitzt hier rum. So, was haben wir denn hier? Ein Markierreiter, Verbündeter Talaxianer, Verbündeter Trabe, Verbündeter Verbesserter Talaxianer und guter Talaxianer. Okay. Ja, schauen wir mal. Bevor es zum Kampf kommt, könnten wir ja so einen mit anheuern, ne? So ein Talaxianer. So, also hier ist nichts mehr los. Reparaturstation, ja, brauchen wir nicht. Kampf dauert ja noch, ne? Wie lang? Noch 6 Runden. Okay, 6 Runden ist nicht mehr lang. Dann fliegen wir mal dahin. 2 Zyklen, ja, ist zu weit. Zu wenig. Auf geht's, nächstes System. Wir fliegen mal wieder darüber, es sind genau 6 Zyklen. Bisschen durch die Weltgeschichte gondeln, so. So, ablative Panzerung ist fertig. Jawohl. Warnung, Eintritt in Neutronensturm, okay. So, reduziert den Höhenschaden, perfekt. Schiff.
Komm, bauen wir noch mal ein paar Torpedochen hier. So. Werden gebaut. Alles gut. So, wie sieht's aus? Endspiel. Kehre zum Nebel zurück, um dir den Weg zum Wurmloch freizukämpfen. Jo, das machen wir. Vorher holen wir uns aber noch mal ein bisschen hier Treibstofflein. Füllen wir mal auf die Hütte hier. 3900, 6000 bräuchten wir 2000. Dann nutzen wir die, da ist sie doch mal für was notwendig, für was gut, die Tannenvorrichtung. Guck da an hier. Tannenvorrichtung bringt also hier maximalen Ertrag. Falls es klappt, wohlgemerkt. Jawohl, perfekt. Maximaler Ertrag, mehr geht nicht. So, jetzt ist die Frage, wenn es eher Action gibt. 3 Zyklen, wir machen erstmal eine Abkürzung. Ah, da haben wir schon Action hier. Ihre Befehle, Captain? Jetzt habe ich schon den falschen Knopf gedrückt. Ich schaff's einfach nicht. Die richtigen Leute auszuwechseln. Egal, komm. Angriff auf die Waffen erstmal. Franek sagt, kleiner Tipp, vorher speichern. Jo, da hast du recht. Danke für die Info, Franek. Fähigkeit Da bereit, hast du Captain. recht. Da werde ich jetzt nach diesem Kampf in ein Ding weg Fähigkeit bereit, mal Captain. abspeichern und Feindliche Double Schilde Shot zerstört, Captain. vom Dings. Hier nochmal ein Torpedochen ab hier. So. Und was ist die erste Waffe? Ist down. Wir gehen auf die zweite. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Feindliche Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. So, Waffen sind auch down. So, wo ist der Antrieb von denen? Da ist das Schild. Die Waffen. Schild. Der Warpkern. Hack wird erfasst, Captain. Moment. Da, die haben ja 3 Waffen Angriffsvektor gehabt. Steuerbord bestätigt, Captain. Sieg. So, haben wir Schaden genommen? Ich hoffe nicht. Höhenstatus sieht gut aus, 97%. So, wir sind hier. Okay. Kann man da? Ja, komm, ein bisschen was können wir uns noch krallen hier. Krallen wir uns noch ein bisschen Material. So, wie sieht's denn hier aus? Also gut. Heuern wir einen Talaxianer an. Das wäre der stärkste hier, ne, gegen. Was hätten wir denn? Das kostet 50 Essen pro Zyklus. Oh, ja, Essen geht irgendwie drauf, merke ich gerade. Gibt's eine Essen? Eigentlich bin ich Selbstversorger, aber ich würde sagen, ich hole mal kurz schnell Essen. Irgendwie futtert hier irgendwer... Ach, schon wieder 40 Crewmitglieder machen schon wieder Action. Moment. Die sind schon wieder verletzt wie die Blöden hier. Also Krankenstation 1, 2, 3 aktivieren und Helden. Wer haben wir denn? Die Danara Pell. Einmal hier rein. Die Kess hier rein. Wo ist die Kess? Die sind Biolabor, brauchen wir nicht. Ab in die Krankenstation mit dir und schon sollten aus den langen Runden bloß noch 2 Tage oder 2 Zyklen oder 4 Zyklen werden. 12, 4, 36 Leute können hier geheilt werden. Crew sind jetzt hier gerade, wo steht's denn? Ach, da oben steht's, genau hier. Da. 7 sind quartierlos und da oben 41 Verletzte haben wir aktuell da oben. Okay. Sollte aber kein Problem sein, in 4 Runden ist es soweit. Dann holen wir uns erstmal ein bisschen Essen. Jo, da ist ein bisschen was Rotes dabei, aber es wird schon klappen. Oh ja. Passt, wunderbar. Sind wir wieder fast etwas voller. Wer verbraucht denn hier so viel Essen? Was ist denn da los? Muss ich mal gucken hier. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Nö. Normale Essensrationen gibt es hier. Jo. Ganz normale Essensrationen. So, momentan laufen wir auf Batteriemodus, weil die Krankenstationen zu viel Saft verbrauchen. Ja, die Tannenvorrichtung braucht auch viel Saft. Ist klar. Die Tannenvorrichtung. Die Schildmatrix ist hier auf Max. Jawohl. Die Regenerationsalkoven. Was braucht denn da einer? 7. Ja. 7 braucht da einer.
7. Ja. Biolabor. Biolabor, brauche ich das gerade irgendwie? Ja, wer weiß, ob man es braucht. Man lässt es mal lieber an. So, dann fliegen wir wieder mal. Also, wo sind wir denn? Wir fliegen mal, ja, nach nebenan. Und dann speichern wir und dann schauen wir mal hin, ne? Brauchen wir noch was? 4000, 5000? Ja, komm. Nee, wir sparen mal. Brauchen wir gerade noch nicht. Okay. Also, wir werden mal abspeichern. Speichern, manueller Spielstand. Yo, do it. Einmal ein manuelles Sicherheitsspeichern. So, heuern wir den Talaxianer an. Ich würde sagen, ja, wir machen das einfach mal. Wo ist denn das? Hier, Schiff. Wir heuern mal einen zusätzlichen starken Verbündeten an. Ein 120er, der kostet 50 Essen pro Zyklus. Jo, komm, mach hinne. Komm her, Burschal. 120er Schiffli. Unterstützt ein bisschen. Moment, wie lange dauern die noch? Die sind fertig. Okay, also abschalten. Abschalten. Sind wir da auf Plus-Modus unterwegs? Jo. Ich würde sagen, alles gut. Biolabor, da kann jetzt wieder einer rein. Das war die Kess, glaube ich. Yep. Und die Danara Pell, die war doch irgendwo anders. Wo hatten die? Die war. Ja, in den Waffenraum kann sie nicht. Ah. Wissenschaftslabor. Machen wir ja nichts. Moment. Im Deflektorschild war, glaube ich, der hat hier nur +3. Da war die. Hier, der hat +4. Die -5 Schaden. Da, die ist am effektivsten. Die 7 of 9 im Deflektorschild und der Harry Kim war dann eigentlich. Ja. Wenn mich alles täuscht. Im Wissenschaftslabor war dann der Harry. Forschungsrate. Genau. Okay, so. Dann sind wir jetzt eigentlich konfiguriert. Ne, wir speichern nicht. Wir haben ja gar nicht gespeichert. Und fliegen jetzt mal da rein in den Nebel nochmal und schauen uns das nochmal an hier, was Sache ist. Kriegen hoffentlich nicht auf die Nase. Endspiel, Kurs setzen. Let's go. Achtung, du beginnst einen zentralen Storyabschnitt. Dieser Pfad wird für längere Zeit deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Und du wirst eventuell nicht zu vorherigen Aktivitäten zurückkehren können. Fahre fort, wenn du bereit bist. Ja, ich bin überall voll. Das passt alles. Ich habe alles aktiviert, was geht. Dann let's go. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Weiter geht's. In Ordnung. Zeit. Die Geschenke des Admirals einer praktischen Prüfung zu unterziehen. Steuermann, bringen Sie uns hinein. Oh ja. Ah, mal ein schönes Bild hier von der Voyager. Da ist doch hier, die sieht doch anders aus. Hat ein schönes Extraschild bekommen, oder was soll das gewesen sein? Captain, ein Borg-Kubus tritt aus dem Nebel hervor. Oh, der Torwächter. Die Voyager wirkt wie ein winziges Staubkorn. Das stimmt. Gegenüber der kolossalen Masse des Borg-Kubus, der den Zugang zum geheimnisvollen Nebel versperrt. Gegen diesen Giganten des Kollektivs wäre Widerstand wahrlich zwecklos. Tuvok, Ihre Waffensysteme sind offline. Sie scheinen zu warten. Janeway, was führen Sie im Schilde? Roter Alarm. Harry Kim, wir werden gerufen. Captain, wollte er sagen. Oh, die Königin schon wieder. Zum 3., 4. Mal, glaube ich. Captain Janeway. Und eine Literation aus der Zukunft. Aufgestiegen in den Rang eines Admirals. Admiral Janeway. Admiral, ja, wie sich herausgestellt hat, wirkt es Wunder für den Lebenslauf, wenn man die Borg-Königin am laufenden Band die Tour vermasselt.
Dafür sollte ich mich wohl bei Ihnen bedanken. Hochmut, eine Konstante in all ihren Iterationen. Janeway, Ihre Zukunftstechnologie ist irrelevant. Sie wird Sie nicht retten. Versuchen Sie erneut, in unseren Nebel einzudringen und Ihr Schiff wird vernichtet. Betrachten Sie dies als Ihre letzte Warnung. Janeway, warum bewacht sie ihn mit solcher Vehemenz? Ihre Gründe sind irrelevant. Sie kann diese Drohung nicht in die Tat umsetzen. Der Nebel bleibt unsere einzige Option. Die Königin blafft nicht, Captain. Diese Entscheidung ist zu schwerwiegend. Sie betrifft jeden Einzelnen auf diesem Schiff und ich glaube, Sie sollten eine Stimme haben, wenn es um ein weiteres Vorgehen geht. Okay, 1, 2, 3. Die Crew gemeinsam entscheiden lassen, die Meinung der anderen einzuholen. Aha, aha, das ist grau und das ist gelb. Die Entscheidung liegt allein beim Captain. In den Nebel fliegen, den Kubus angreifen. Ja, allein beim Captain. Theoretisch gibt es aber Revolte. Vielleicht, eventuell, wer weiß. Die Entscheidung liegt allein beim Captain schon wieder. Wir werden einen anderen Weg nach Hause finden. Nee, der Nebel ist es. Die Crew gemeinsam entscheiden lassen, die Meinung der anderen einholen. Oh Mann! Wollt ihr mich verarschen? Was soll man jetzt da machen? Ich befehle und wir fliegen rein? Oder lasse ich die Crew und die haben alle Schiss und machen dann nichts? Ich habe ja schließlich gespeichert. Wollen wir das mal testen? Die Crew gemeinsam entscheiden lassen? Schauen wir mal, was die Crew erzählt. Alle Führungsoffiziere auf der Brücke. Es muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden. Gemeinsam. Ja, hat der Picard auch immer gemacht. Alle geholt und was machen wir denn? Der kein Diktator, die Janeway. Bevor wir den nächsten Schritt wagen, will ich eine Meinung hören. Was schlagen Sie vor? Ich sehe die Riesen, Captain, aber die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen. Ich werde Sie unterstützen. Also, ist doch schon mal was. Die Risiken sind erheblich. Ein vorsichtiger Ansatz ist, auch wenn es länger dauert, die logischste Wahl. Diese Abkürzung ist strategisch gesehen die effektivste Vorgehensweise. Wir haben Schlimmeres überstanden. Wir fliegen hinein und beenden, was wir begonnen haben. Genau, Lieutenant Lani, ich sehe auch so. Harry Kim, davon haben wir alle geträumt. Eine echte Chance, endlich die Erde wiederzusehen. Tom Paris, wir haben schon öfter das Unmögliche möglich gemacht. Warum sollte es diesmal anders sein? Jawohl. Der Doktor, die Erde, endlich Zugang zu vernünftigen medizinischen Datenbanken, Forschungseinrichtungen und vielleicht ein Urlaub in Florenz. Nichts wie rein da, Captain. Ja, also, alle wollen hin. Okay. Wenn es diese Crew glücklich nach Hause bringt, Captain, und die Erde eine Kostprobe meines Leola-Wurzel-Eintopfs bekommt, bin ich absolut dafür. Endlich die Erde zu sehen, ihre Heimat. Wenn diese Aussicht alle glücklich macht, Captain, dann sollten wir die Gelegenheit nutzen. Jo. Oh, ja. Wie viel Uhr? Schon wieder müde, das gibt's ja nicht. Yes, jawohl. So, die Entscheidung liegt allein beim Captain. In den Nebel fliegen, den Kubus angreifen. Die Entscheidung liegt allein beim Captain. Wir werden einen anderen Weg. Nein. Also, die haben alle gesagt, let's go, rein da. Dann, let's go, rein da. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt Rückzieher zu machen. Kampfstationen, zeigen wir Ihnen, was das Jahr 2404 zu bieten hat. So. Voyager plus Talaxianer versus Borg-Kubus. So, aber jetzt, Obacht. Ich muss den Knopf X drücken, um hier was zu checken. So, pass mal auf. Da war doch irgendwas mit irgendwelchen Torpedos. Ist er das hier? Kontaminierte Torpedos. Vorhin einen kontaminierten Torpedo, der Schaden über Zeit an Schilden und Höhe verursacht. Genau, das ist doch nicht schlecht. Koordinierter Angriff, Tuvok. 2 Phasersalven, das ist gut. Bildhackung wäre auch nicht schlecht. Ja, genau. Aber denn noch alles. Nanosonden-Torpedo, wo ist er denn? Nanos für einen speziellen Torpedo, der mit Borg-Nanos Angriff und Flächenschaden an angrenzendes System wurde hochwirksam gegen Spezies. Ach so, das war für die Spezies, ja. Warpkern, telepathischer Angriff. Attackiert den Verstand des Feindes, diese wird kurzzeitig zu wechseln. Beschuss, nee, bringt auch nicht viel, hätte ich gesagt. Aber Schildhacking schon nicht schlecht, würde ich mal sagen, ne? Für Schüsse Ausweichmanöver. Ausweichmanöver, Schildaufladungssystem.
Vollständige Schildanalyse, Inspektion, vidianische Schildverbesserungen. Verdoppelt die Wiederaufladerate der Schilde für eine begrenzte Zeit. 20 Sekunden Abklingzeit. Verdoppelt die Schildaufladerate. Ich würde aber eher sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Das wäre in dem Fall dann Schildhacking. Na? Würde ich mal so sagen. Wir machen Schildhacking. Also gut. Also, die Pelk hat einen kontaminierten Torpedo. Machen wir es anders. Die Reihenfolge wäre ja eigentlich. Ja. Wäre eigentlich links ist der Kim, der erste Schild hackt. Nach dem Schildhacking würde der Tuvok den koordinierten Angriff mit 2 Phasersalten durchführen und hinterher haben wir, was haben wir noch hinterher, haben wir gesagt? Hauen wir noch einen kontaminierten Torpedo rein. Der Schaden über Zeit an Schilden und Hülle verursacht. Ja genau, würde ich mal sagen. Das klingt doch nicht schlecht. Ne? System, ja, inspektianische Schildaufladung, ja, holographische Abblendung ist auch nicht schlecht, Ausweichmanöver, telepathischer, ja, das dürfte es gewesen sein. Halt. Ja, ich glaube, das machen wir so. Kontaminierungstorpedo. Let's go, Etzer. Ihre Befehle, Captain? So, Borg-Kubus, der hat ganz schön viel Zeug hier. Mann, oh Mann. Befehle. So, Ziel. Besiege den Feind. Okay. Also, einmal Attack. Er hat eine Waffe, 2 Waffen, 3 Waffen, 4 Waffen. Sapperlot. Ja, dann fangen wir schon mit der ersten an hier. Bug wird erfasst, Captain. Also Schildhacking kommt zuerst. So, natürlich ganz schön nah Fähigkeit dran. bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Upsi, kein Mensch wollte ein Torpedo abschießen, aber Fähigkeit egal. bereit, Captain. Sind wir schon nah dran? Nee, noch ist noch zu weit weg, ist noch nicht rot. Schildhacking. Fähigkeit bereit, Captain. So, aha, das erste Sieg, das ging aber schnell. Ich hab mal, das dauert länger. Geteilter Sieg, ja, das ist mir wurscht. Ich brauche jetzt nicht mehr Material, alles klar. Der Borg-Kubus wurde mit erstaunlicher Effizienz neutralisiert. Alle anderen sich nähernden Borg-Schiffe ziehen sich zurück. Sehr gut. Easy peasy war es. Habe ich zu viel versprochen? Offenbar bewertet die Königin unsere momentane taktische Überlegenheit neu. Wir sollten mit einer schnellen Anpassung rechnen. Ja, da gehe ich auch davon aus. Dann geben wir ihnen erst gar nicht die Chance. Steuermann, voller Impuls voraus. Ui, was ist denn da los auf dem Planeten? Gibt noch eine Außenmission oder was? Steuermann, neuer Kurs. Fliegen Sie in die Öffnung bei den Koordinaten 3, 4, 6 mal 2, 4. Captain? Befehle ignorieren. Was zur Hölle ist dieses Ding? Der Weg nach Hause. Es ist mehr als das. Es ist ein Transwarp-Zentrum. 1 von 6. Damit kann das Kollektiv Schiffe an fast jeden Ort der Galaxie entsenden. Sie wussten, dass es hier ist? Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Ich werde alle Ihre Fragen beantworten, sobald wir zurück im Alpha-Quadranten sind. Dieses Zentrum ist eine strategische Waffe, Admiral. Es in Betrieb zu lassen, bedeutet, dass die Borg eine vorherrschende Bedrohung bleiben. Das Zentrum wird von einer Reihe interspitaler Verteiler stabilisiert. Wenn wir genügend davon ausschalten, könnten wir theoretisch das gesamte Transwarp-Netz der Borg lahmlegen. Admiral Janeway, Zeitverschwendung. Die Königin reguliert die Schilde der Verteiler. Sie könnten vielleicht 1 oder 2 zerstören, bevor sie sich anpasst. Jede Sekunde, die sie zögern, gibt dem Borg Zeit, unsere Technologie zu analysieren. Das ist ihre einzige Gelegenheit. Fliegen Sie in die Öffnung. Dieses Transwarp-Zentrum ist eine Gefahr für die gesamte Galaxie. Als Sternenflotte ist unsere Pflicht klar. Wir müssen es zerstören, sonst wird es uns noch lange verfolgen. Ach du Scheiße. Zum Wohle der Crew. Zentrum nicht zerstören und in die Öffnung fliegen. Nach Hause. Zum Wohle der Galaxie. Abkürzung ablehnen und den Rückzug antreten. Die Zerstörung des Zentrums. Das ist jetzt... Ist das ernst? Hä? Ja, was jetzt?
Den Rückzug antreten, die sollen die Abkürzung ablehnen. Warte mal. Und in die Öffnung fliegen, nach Hause. Dann sind wir daheim. Das wäre egoistisch, ne? Wieder nicht Sternenflotte-like. Also zum Wohle der Galaxis, ja, so sind wir drauf normalerweise, ne? Abkürzung ablehnen und den Rückzug antreten. Die Zerstörung des Zentrums planen. Let's go. Steuermann, bringen Sie uns aus dem Nebel heraus. Dieses Zentrum ist eine Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. 16 Jahre unerbittliche Kämpfe, Opfer und Verluste. Ich bin überzeugt, dass diese Crew durchhalten wird. Diese Crew wird zerbrechen. 3 Jahre wird Seven of Nine ihr Leben bei einer Außenmission opfern. Ihr Tod wird die gesamte Crew verfolgen. Tuvok wird einer degenerativen Krankheit zugrunde gehen, die seinen Geist zerstört. Etwas, das zu Hause leicht zu behandeln wäre. Chakotay wird einen fatalen Fehler begehen. Er wird ihnen das Leben kosten und die Crew am Boden zerstört zurücklassen. Tom wird leichtsinnig werden, im Glauben, ihm könne nichts geschehen. Er wird mit einem Shuttle abstürzen und als körperliches Wrack zurückbleiben. Harrys Optimismus, sein Funke wird erlöschen. Er wird es nach Hause schaffen. Doch der Harry, den wir kennen, wird für immer im Delta-Quadranten zurückbleiben. Pappelt ja nur negativ. Der Doktor wird die Erde erreichen, aber jedes Leben, das er nicht retten konnte, wird für ihn zu einem geistigen Kerker, gefangen in einer ewigen Spirale aus Schuld und Reue. Neelix, die Last der Reise wird seinen Geist zermürben. Von dem Mann, den sie heute vor sich haben, wird nichts übrig bleiben. So weiter. Kes wird friedlich von uns gehen, aber lange bevor die Voyager jemals die Erde erreicht. Sie werden alles dran setzen, die Erde zu erreichen, koste es, was es wolle. Leben aufs Spiel setzen, die Crew gegen sich aufbringen, Risiken eingehen. Sie werden nach Hause kommen, doch es wird ein hoher Sieg sein, wenn sie nicht mehr bei ihnen sind. Sie werden es bereuen bis ans Ende ihrer Tage. Mann, bist du negativ. Captain, Borgschiffe nähern sich, sie kesseln uns ein. Dachten Sie tatsächlich, ich würde leere Drohungen aussprechen, Captain? Ihre Technologie der Zukunft mag beeindruckend sein, aber letztlich unbedeutend. Sie werden Ihre Geschenke assimilieren. Wir werden Ihre Geschenke assimilieren. Und dann werden wir Sie assimilieren. Kampfstationen. Schauen wir mal. So muss ich das nochmal spielen, falls es hier schief geht. So, ich würde sagen, diese Kombination lassen wir, die ist eigentlich ganz okay. Kampf starten, let's go. Ihre Befehle, Captain? Also, was haben wir denn? Wir haben hier eine kleine und hier eine große. Wir machen erst die kleine fertig. Ja, also, wir machen erst die kleine fertig, let's go. Was haben wir denn? Eine einmal Waffe für eine kleine Sonde. Los geht's. Einmal Schildhecke. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Captain. Jawohl, einmal feindliches Schiff ist schon weg. Dann machen wir den nächsten Laden. Also auf die Waffe Nummer 1. Oh, das ging nicht gut. Sieg. Okay, auch schon. Geteilter Sieg, alles klar. Captain, die Sensoren erfassen ein weiteres Schiff, ein taktischer Kubus, schwer bewaffnet. Diese Signatur, das ist das persönliche Kommandochef der Königin. Ein Kampf gegen sie wird mit nichts vergleichbar sein, dem wir bisher gegenüberstanden. Schauen wir mal. Wir können das Zentrum noch immer erreichen. Wollen Sie Ihrer Crew wirklich meine Zukunft aufbürden? Wie deine Zukunft? Ach, du kennst die schon. Chakotay, es steht mehr auf dem Spiel. Wir müssen dieses Transwarp-Zentrum ein für alle Mal ausschalten. Bei der Entscheidung bleiben, der Rückzug antreten und die Zerstörung des Zentrums, der Meinung ändern, gegen die Königin und nach Hause zurückfliegen. Nein, bei der Entscheidung bleiben. Wir bleiben bei der Entscheidung. Und genau das werden wir tun. Steuermann, Kampf abbrechen. Was? Kann nicht Ihr Ernst sein. Sie können nicht den einzigen Weg nach Hause zerstören. Wenn es intakt lassen, liefern wir unzählige anderen Borg aus. Es ist unsere Pflicht, Admiral.
Was ist mit Ihrer Pflicht gegenüber dieser Crew? 16 Jahre voller Verluste. Wissen Sie noch? 16 Jahre voller Verlust, Verzweiflung und Tod. Captain, ein Borg-Kubus auf Abfangkurs. Die lassen uns nicht so leicht davon kommen. Roter Alarm, Kampfstationen. Captain Janeway, es ist mein Vergnügen, Sie wiederzusehen. Mr. Ralik, Sie haben uns einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Was führt Sie hierher? Wir haben Ihre Präsenz nahe dem Transwarp-Zentrum registriert. Wir nehmen an, dass Sie es für Ihre Rückkehr zur Erde nutzen wollen. Sind Sie bereit? Wir sind bereit, Sie bei diesem Unterfangen zu unterstützen. Tatsächlich planen wir es zu zerstören, Mr. Ralik. Eine faszinierende Strategie, Captain. Aber ich nehme an, Sie haben die Risiken für eines solches Angriffs abgewogen. Ich schlage eine Alternative vor. Statt Zerstörung können wir das Zentrum übernehmen. Wie bitte, Mr. Ralik? Wir haben eine Übernahme bereits erwogen, hielten sie aber nicht für durchführbar. Mit der Unterstützung der Voyager ändert sich unsere Analyse jedoch. Wir könnten dieses Zentrum nutzen, um Borg in der gesamten Galaxie zu befreien. Es wäre ein schwerer Schlag gegen die Königin. Sie wiederum könnte es nutzen, um heimzukehren. Sie könnten. Ein Plan zum beiderseitigen Vorteil. Perfekt! Das Zentrum übernehmen, Commander. Was denken Sie? Meine Meinung steht fest. Dieses Zentrum ist eine Bedrohung, die ausgeschaltet werden muss. Ob wir es zerstören oder übernehmen. Unser Handeln muss dem Wohl der Galaxie dienen. Naja, das sind ja nette Borgs jetzt hier. Die können das schon übernehmen. Sparen wir uns die Höflichkeiten, Ralik. Wir wollen Sie dieses Zentrum bitteschön einnehmen. Soweit ich weiß, steckt Ihre Rebellion noch in den Kinderschuhen. Es klingt nach einem Amateurentwurf. Und ich werde diese Crew nicht für so ein solch tollkühnes Unterfangen riskieren. Interessant. 2 Captains, ein unerwarteter Vorteil. Ignorieren Sie sie einfach, Mr. Ralik. Sie stammt aus einer Zukunft, in der Moral wohl nur noch ein gut gemeinter Ratschlag ist. Also, wie sieht der Plan aus? Ralik, unsere Einschätzung hat 3 praktikable Ansätze identifiziert. Erstens. Eine militärische Konfrontation. Ein Großangriff unserer erwachten Flotte mit der Voyager im Zentrum. Dieser Weg setzt allerdings voraus, dass die Voyager über enorme Kampfkraft verfügt. Na, haben wir doch, oder? 2 Phaser, ein Disruptor, ein Schilddingsbums da. Der zweite Weg ist technologischer Natur. Ein gezielter Impuls könnte die Energie des Zentrums entziehen, die Drohnen in einen Ruhezustand versetzen und uns die Kontrolle ermöglichen. Dafür ist fortgeschrittene wissenschaftliche Expertise erforderlich. Haben wir auch. Drittens, wir schlagen die Königin mit ihren eigenen Waffen. Wir entwickeln einen Störsender in den kortikalen Knoten der Drohnen, um den kortikalen Knoten der Drohnen anzugreifen. Die Verbindung zu neuralen Transceiver kurzzeitig zu kappen und das Signal zu Voyager umzuleiten. Das würde es ihnen ermöglichen, den Borg einen Regenerationszyklus zu befehlen, während wir das Zentrum übernehmen. Dieser fordert jedoch ein hohes Maß an Fachwissen über Borg-Technologie. Liegt einer dieser Ansätze im Bereich Ihrer Möglichkeiten, Captain? Oh ja. Was haben wir denn? Kampfstufe 5, Chance 100%, Kampfkraft 400, Zustimmen, Zentrum einzeln mit Gewalt. Okay, das können wir nicht. Zentrum mittels Technologie haben wir nicht. Da ist der Energiedissipator-Kontrollraum, den haben wir nicht. Dann Chance Ex-Borg 100. Ach, sehr interessant. Wir müssen also 100 Borgs haben. Okay. Raliks Hilfe an, die Übernahme des Zentrums ablehnen. Wir werden es zerstören. Die Meinung der Crew an, das Zentrum übernehmen, zerstören oder es einfach heimkehren. Nur wir fragen mal kurz die Crew. Übernehmen, zerstören oder einfach heimkehren. 7 Jahre war die Zerstörung der Phalanx des Fürsorgers meine Entscheidung und meine allein. Diese hier treffen wir gemeinsam. Wofür entscheiden Sie sich? Niemand hier will so dringend nach Hause wie ich. Wenn wir das Zentrum einnehmen und die Bedrohung durch die Borg ausschalten können, schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Genau. Aber wenn wir es nicht einnehmen können, müssen wir es zerstören. Es ist das Richtige. Unsere Reise mag lang sein. Aber diese Crew hier ist die einzige, mit der ich sie bestreiten möchte. Ich bin für alles oder nichts.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Schnappen wir uns das Zentrum. Falls es nicht klappt, keine Sorge, Captain. Ich habe genug Captain Proton-Folgen auf Lager, um uns die nächsten Jahrzehnte zu unterhalten. Das Transwarp-Zentrum zu erobern ist die logischste und effizienteste Weg. Es dient all unseren Zielen. Dennoch, die Erde ist nicht meine Heimat. Diese Crew, dieses Schiff ist es. Wenn wir das Zentrum nicht einnehmen können, sondern zerstören müssen, ist eine längere Heimreise für mich zweitrangig. Ich bin absolut dafür, das Zentrum einzunehmen, Captain. Wir hätten Zugriff auf Ihr Transwarp-Netzwerk, Ihre Technologie. Es wäre unglaublich. Und falls das schief geht, können wir es immer noch in ein fantastisches Feuerwerk verwandeln. Für diesen Spaß nehme ich eine längere Heimreise liebend gern in Kauf. Tuvok, die Kontrolle über das Zentrum zu übernehmen, bietet einen potenziellen strategischen Vorteil, erzeugt aber auch eine potenzielle Schwachstelle. Die logische Schlussfolgerung ist daher, die Bedrohung vollständig zu eliminieren, das Zentrum zu zerstören und ist die effizienteste und endgültigste Lösung, um die Sicherheit der Föderation zu gewährleisten. Ja, das ist eine Meinung. Chakotay, das hier ist größer als wir, Catherine. Es geht um das Schicksal der gesamten Galaxie, ob wir es zerstören oder besetzen. Wir müssen das Richtige tun. Wir dürfen die Augen nicht vor dem Schicksal der Galaxie verschließen. Sich mit der Crew anschließen, die Übernahme, wisst ihr, die Crew hat gesagt, übernehmen. Die Übernahme des Zentrums zustimmen mit Gewalt. Die Entscheidung der Crew, falls wir es nicht einnehmen können, zerstören wir es mit Raliks Hilfe. Gegen die Crew Zentrum wieder einnehmen, weder wir fliegen mit Raliks Hilfe einfach heim. Nee, wir fliegen nicht heim. Die Entscheidung der Crew unterstützen, falls wir es nicht einnehmen können, zerstören wir es mit Raliks Hilfe. Kampfkraft war doch das, wir kämpfen, sich der Crew anschließen. Die Übernahme des Zentrums zustimmen. Mit Gewalt. Genau, die Übernahme. Ja. Die Entscheidung der Crew unterstützen. Falls wir es nicht einnehmen können, zerstören wir es mit Raliks Hilfe. Falls. Heißt das jetzt, dass wir es einnehmen und dann eventuell zerstören? Oder wie ist das jetzt zu verstehen? Sich der Crew anschließen. Die Übernahme des Zentrums zustimmen. Ja. Wir wollen das Zentrum einnehmen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen 4 und 1? Hä? Das wäre eigentlich das dann, ne? Das erste. Die Entscheidung, falls wir es nicht einnehmen können, zerstören wir es mit Raliks Hilfe. Das ist doch das gleiche wie das. Mit Gewalt. Ja, wir machen, also ich denke, sich der Crew anschließen. Genau, das, ich würde sagen, das ist es. Let's go. Ich will ganz offen sein, Mr. Ray. Wir haben den Mut und die Feuerkraft, um das durchzuziehen. Wir werden das Zentrum mit Gewalt einnehmen. Die Borg-Königin will einen Kampf, den kann sie haben, mit Vergnügen. Hä? Wir wollten doch das Zentrum übernehmen, haben wir gesagt, oder? Ich wusste, dass wir Geistesverwandte sind, Captain. Dieser Kampf führen wir gemeinsam. Für die Freiheit von Millionen und für ihren Weg nach Hause. Ich gestehe, ich bin beeindruckt. In meiner Zeit habe ich diese Option nie in Betracht gezogen. Mein Einverständnis ist jedoch an diese Bedingung geknüpft. Wenn dieser Plan scheitert, wenn meine Crew in Gefahr gerät, sind alle Vereinbarungen hinfällig. Ich werde meine Leute heimbringen, egal was das für ihre Rebellion bedeutet. Catherine Janeway, Admiral, Ihr Einverständnis spielt hier keine Rolle. Das hier ist meine Crew und ich werde die Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft betreffen. Optional, was will der? Bereite die Defensiv- und Offensivsysteme der Voyager auf die Entscheidungsschlacht zur Eroberung des Transwarp-Zentrums vor. Fliege zurück in den Nebel. Okay, bereite vor. Die Offensiv- und Defensivsysteme, jo. Offen- und Defensivsysteme, bereite vor. Was soll ich da vorbereiten? Mal schauen. Habe ich Torpedos? Habe ich genug? Können wir mal 5 bauen. So, Nummer 1. Dann wir könnten den Schneidstrahl das hier. Wir haben Schildmatrix. Die ist auf Level 2. Schilde haben wir auch genug. Wir gucken uns mal das Schiff an.
Wir haben eine Defensivkraft von 241 und eine Offensivkraft von 178. Das muss doch reichen. Haben wir doch gerade auch gemerkt, dass es reicht. Versus 250, das ist ja fast doppelt so stark. Kampfverbündete haben wir auch noch dabei, ein 120er. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Es muss einfach ausreichend sein. Material haben wir oben zum Reparieren, falls es irgendwas gibt, genug. Wir haben Material hier, Material dort, Energie da, wir haben Treibstoff, wir haben dies, wir haben das, wir haben alles da. Das haben wir eigentlich alles. Das Einzige, was wir nicht haben, wir haben hier einen Schneidstahl Kontrollraum Nummer 2. Der würde nochmal was bringen. Der Sehhornstein an der Hülle und geringen Schaden an Schilden verursacht. Erhöht die Schneidstahlenergie, könnten den hier nochmal richtig hochballern. Kostet nochmal 3 Energie mehr. Dann haben wir aber Minusenergie. Dann hätten wir Minusenergie. Dann müssen wir irgendwas einsparen. Wir brauchen 3 Energie mehr. 3 Energie mehr. Was könnten wir einsparen, was 3 Energie spart? Die Aussichtslounge könnten wir einsparen. Ja, die hat 4 Energie, die könnten wir einsparen, weil die brauchen wir momentan nicht. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, jo. Würde ich sagen. Also komm, wir tun mal den Schneidstrahl-Kontrollraum verbessern. 7 Zyklen. Tun mal ganz kurz das +2, jo, das dauert noch ein bisschen. Im Ingenieurbüro sind 2 am Reparieren mit, alles klar. Ja, das passt. Jo, würde ich sagen, das ist doch okay so. Auf Anhieb. Dann würde ich sagen, wir gucken mal. Wir brauchen, was haben wir gerade gesagt? Es dauert jetzt hier 7 Zyklen, bis das fertig ist. Könnten wir mal auf Batterielevel runtergehen, kurz für ein paar Zyklen. Eine Level runter. Und gehen wir hier. Fliegen mal 2 Zyklen darüber. Boah, holen wir ein bisschen Material rein. Jupp. Schalten wir wieder den hoch wieder, weil es ist ein bisschen arg knapp. Fahren den Warpkern wieder hoch. Ja, genau. Fahren den Warpkern wieder hoch. Da, der braucht hier 5 noch was. Ja, das dauert noch ein bisschen. Können wir irgendwas bauen, was irgendwie noch was bringt? Borgleifungskammer, nö, Rex Schneidstrahl. Die Schildmatrix haben wir schon. Die Aare ist zu groß, die brauche ich nicht. Und den Generator auch, behandle alle kranken Verletzten, ja. Ja, ja. Okay. Ai. Hier ist ein Crewquartier, brauchen wir nicht. Dann wären alle weg hier. Krankenstation. Oh, es sind 3 Verletzte hier, schauen. Ich würde sagen, wir 5 Runden noch. Okay. Das ist weit weg. 2 Runden. Also, was hätten wir denn hier? Ein paar Steine. 5 Runden. 4 Zyklen nach da drüben. Die Zyklen nach da, sagt man noch ein bisschen was ein. Jawohl, und jetzt ist gleich soweit. Fliege zurück, optional, bereits defensiv, offensiv, der Voyager auf die Entscheidungsschlacht vor Eroberung, ja genau. Dauert jetzt noch genau ein Dings und dann ist der Schneidstrahl fertig. Let's go. Wir fliegen hin. Der ist jetzt fertig. Und jetzt haben wir die maximale Angriffskraft. Haben wir jetzt nämlich 442. Der Schneidstrahl hat jetzt mehr Power. Jo. Wir haben -1, also wir brauchen jetzt Energie. Müssen wir was einsparen. Und da haben wir gesagt, wir könnten einsparen. Einfach mal die Aussichtslounge. Genau, da sind wir dabei +3. Genau, das ist gut so.
Scheiß auf die Aussichtslounge, die brauchen wir nicht, die bringt mir ja nichts. So, also auf geht's in den Nebel. Jo. Machen wir ganz kurz einen Speicherer. Wir haben ja schließlich eine Stufe weiter gemacht. Eine Stufe speichern. So, und jetzt geht's rein in den Nebel. Auf geht's. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Fortsetzen. Die Flotte ist in Position, Captain. Wir erwarten Ihren Befehl. Verstanden. Roter Alarm. Alle Mann auf Kampfstationen. Mr. Raleigh, wir stehen auf Ihrer Seite. Zeigen wir Ihnen, was wir können. Wir dringen tief in den Nebel vor, Captain. Seltsam. Kein Empfangskomitee. Meine Analyse deutet darauf hin, dass sich unsere Anwesenheit bewusst sind und taktische Distanz wahren. Zweifellos eine Falle. Solange sie uns nicht aktiv angreifen, halten wir Kurs auf das Transwarp-Zentrum. Die Königin muss uns erwarten. Mr. Raleigh, schwärmen Sie aus und halten Sie Abstand. Wir gehen zum Großangriff über. Warten Sie mit dem Feuern auf mein Zeichen. Zentrum in Sicht, Captain. Und ein taktischer Kubus bewacht das Transwarp-Zentrum. Sie laden ihre Waffensysteme. Borgkönigin, Captain Janeway, Sie kehren zurück, um uns herauszufordern. Vorhersehbar, zwecklos. Wir haben uns bereits an Ihre Vorteile aus der Zukunft angepasst. Sie sind nun irrelevant. Und Ihre neuen Verbündeten sind so irrelevant wie Ihre Rebellion. Sie haben sie lediglich zu ihrer eigenen Vernichtung geführt. Wir stecken voller Überraschung, Eure Majestät. Unser Wille, unseren Willen zu unterschätzen, ist Ihr wiederkehrender Systemfehler, nicht unserer. Ihr Wille ist nichts weiter als ein primitiver Algorithmus, völlig veraltet. Das Kollektiv ist Ihrer Einmischung müde. Wir werden sie nicht assimilieren. Wir werden sie einfach auslöschen. Captain, Borgschiffe nähern sich aus allen Richtungen. Jetzt gibt's einen fetten Kampf. Also gut, Mr. Raleigh, jetzt oder nie. Lassen Sie das Endspiel beginnen. Endgame. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. So, wir sind zu dritt. Oh, wir sind zu dritt. Ja, da muss man mal screenshotten. Ey. So viel waren wir noch nie, so viele Leute. Oh, Screenshot. Wir sind zu dritt. Hier, Voyager 442, Borg-Kubus 191, Talaxianer 120. Jo, und ein Borg-Kubus. Kampf starten, let's go. Ich würde sagen, genau, Schildhacking, Tuvok doppelte Phasersalve und der Pelik mit kontaminierten Torpedos. Ihre Befehle, Captain? So. Ein fetter Borg-Kubus, let's go. Den anvisieren. Was müssen wir denn? Borg-Kubus, Talaxianer, besiege den Feind. Okay, dann checken wir mal ab hier. Angriffe. Wir schießen erstmal auf die erste Waffe. Bug wird erfasst, Captain. Und schauen uns das mal an hier. So, was ist Sache? Einmal Schildhacking ist Nummer 1. Fähigkeit bereit, Captain. Noch zu weit weg. Bereit, Oh, die ballern gleich los hier. Schildhacking. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Und nochmal Schildhacking. Oh, die erste Waffe ist down. Dann gehen wir auf die zweite Waffe. Angriffsvektor Backbord bestätigt, Captain. Und einen Schaden auf Zeit. Oh ja, Borg-Kubus erledigt. Upsi. Easy peasy war das. Geteilter Sieg. Ja, ist okay. Damit kann ich leben. Keine Schäden, kein nix. Borg-Schiffe erfolgreich neutralisiert, Captain. Unsere Verbündeten halten die Stellung. Captain, eine zweite Welle. Sie nähern sich schnell und von allen Seiten. Okay. Oh, da wird's schon anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ja, ja. Das ist ja eine andere Geschichte hier. Guten Tag. Wow. Da muss man auch mal screenshotten. Das ist ja oberheftig. 8. Also mehr passen auf dem Bildschirm nimmer drauf. 8 Stück. Sapperlos. Ihre Befehle, Captain? Okay, dann let's go mit der ersten. Was ist die erste? Die erste ist natürlich die da. Oder wir fangen taktisch außen an. Ne, die erste kommt natürlich hier, ne? Das ist klar. Also let's go. Die erste. Offensivaktion. Wir machen die erste platt. Wie machen wir sie platt? Gegen die Waffen oder gleich? Ja, vorne die Schilde. Let's go. Also Schildhacking ist mal das erste Ding, was man braucht.
Wir werden sehen. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Feuer. Captain. Feuer, schick den Torpedo schon mal los. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Bitte. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Captain. Zieht sich zurück. Ach so, ja, wenn das so ist, dann kommen wir gleich den nächsten Laden. Wird Hier. erfasst, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Captain. Feindliches Schiff zieht sich zurück und den nächsten Angriff auf die Waffen. Wird erfasst, Captain. Fähigkeit bereit, Schildhacking Fähigkeit bereit, Captain. und Torpedo. Außerhalb der Reichweite, ist ja mir wurscht. In Position. Fähigkeit bereit, Captain. Double Shield. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Und Captain. das nächste ist down. Yo, nächste ist down. Zieht sich zurück. Und das Fähigkeit nächste. bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Wir Captain. sparen mal ein paar Torpedos. Das muss auch so gehen. Fähigkeit bereit, Captain. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Captain. Nächstes zieht sich zurück. Okay. Bug wird erfasst, Captain. Wie sehen unsere Schilde Feindliche aus? Schilde zerstört, Captain. Sehen gut aus, unsere Schilde. Fähigkeit bereit, Captain. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Captain. Jawohl. Und das nächste Bug wird Schiff. erfasst, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Captain. Jawohl. Nächstes erledigt. Und das nächste. Oh, das Bug hat wird man. erfasst, Captain. Ein feindliches Schiff hat sich ergeben, Captain. Sich ergeben. Okay. Und das nächste. Bug Auf wird geht's. erfasst, Captain. Verbündeter. Fliegt auch schön mit. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört. Fähigkeit bereit, Captain. Schildhacken. Und Sieg. Alle 8 erledigt. Oh ja. Kaum Hüllenschaden. Sehr gut. Kaum Hüllenschaden. Ja, Wahnsinn. Die zweite Welle wurde neutralisiert. Allerdings erleidet Ralix Flotte schwere Verluste. Ich glaube nicht, dass sie dem noch lange standhalten können. Captain, der taktische Kubus der Königin hält direkt auf uns zu. Sie schickt kein Kanonenfutter mehr. Sie will jetzt höchstpersönlich beenden. Sie wollten Geschichte schreiben, Catherine. Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich nicht. So, Kubus der Königin. Sollte doch klappen. Harry Kim, Schildhacking. Tuvok, koordinierter Angriff, feuert 2 Phaserseifen gleichzeitig ab. Die erhöhten Schaden verursachen. Und kontaminierender Torpedo feuert einen kontaminierenden Torpedo ab. Der Schaden über Zeit an Schilden und Hülle. Perfekt. Voll die Attack. Und hier schöne Defense. Das ist auch Attack. Schildhacking. Ihre Alles Befehle, Captain? auf Max Action. So. Besiege den Feind. Boah, fette Kubus. Let's go. Befehle. Also erstmal 800 Waffen. Wow. Das ist eine fette Waffe. 800. Meine Fresse, was denn da los? Die Waffe dauert ganz schön, aber die müssen wir wird zuerst erfasst, plätten. Ja. Captain. Das ist die größte und schwerste Waffe. Schauen wir mal, was Sache ist. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Schicken schon mal ein Torpedo los. Außerhalb der Reichweite, ja, ich weiß es immer noch. Boah, das ist ein fetter Kubus, meine Herren. Schildhacking, let's go. Fähigkeit bereit, Oh, Captain. das ist schon down. Das ging ja flott. Okay, zweite Waffe. Angriffssektor Let's Backbord go. bestätigt, Captain. Schilde über Zeit. Komm. Tuvok ist gleich ready. Mit der doppelten Lasersalve hier. Fähigkeit bereit, Captain. Hau rein. Fähigkeit bereit, Schildhacking. Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Damage over time. Oh ja. Besiegt. Ha! Besiegt. Ich bin OP, sozusagen. Der taktische Kubus ist zerstört, Captain. Das Kollektiv reagiert nicht mehr.
Die treiben einfach nur noch ziellos umher. Ist das ein Trick? Ist es vorbei? Haben wir gewonnen? Captain Janeway, das Kollektiv ist in einem Zustand der Unordnung. Die Zerstörung der Königung hat die Drohnen ohne ein zentrales Kommando zurückgelassen. Gemäß dem Royal-Protokoll wird das Bewusstsein der Königin in einen anderen Avatar transferiert, höchstwahrscheinlich in Unimatrix 01. Dadurch öffnet sich uns ein kurzes Zeitfenster. Wir müssen augenblicklich handeln, wenn wir die Kontrolle über das Transwarp-Zentrum erringen wollen. Also gut, Sie haben Mr. Raleigh gehört. Setzen Sie direkten Kurs auf das Zentrum. Übernehmen wir die Kontrolle über die mächtigste Waffe des Kollektivs. Oh ja, oh, geile Pictures hier. Sehr schön, sehr schön. Sieht ja richtig cool aus. Das kein passendes Finale ist hier. Boah, richtig cool. Captain Janeway, ich danke Ihnen. Das Zentrum gehört uns. Dieser Sieg, er ist unermesslich. Damit werden wir in der Lage sein, Borg in der gesamten Galaxie zu befreien. Dies ist erst der Anfang. Und Sie fürchten die Vergeltung der Königin nicht, Raleigh? Sie wird diesen Verlust sicher nicht ungestraft lassen. Das Kollektiv ist in einem Zustand der Unordnung. Wenn Sie sich erholen, werden meine Leute Ihnen zahlenmäßig ebenbürtig sein. Sie wird nicht fähig sein, uns aufzuhalten. Catherine Janeway, und Sie werden nicht allein sein. Ich bin sicher, dass die Föderation ihren Teil beitragen wird. Wir werden einen Weg finden, Mike STGT sagt, das ist, glaubt, das geheime Ende, oder? Und zusammenarbeiten, um diesen Zeitraum zu verteidigen und die Galaxie vor dem Kollektiv zu schützen. Hallo Mike SGD, Star Trek GT. Das ist, glaube ich, das geheime Ende. Oder ich weiß nicht, ob das das geheime Ende ist. Es gibt ja, glaube ich, 5 Enden, so viel ich weiß. Ne? Ich weiß nicht, was mein Ende für eins wird. Mal schauen. Ne? Schauen wir mal, wie es aussieht. Raleigh, Ihre Unterstützung war unschätzbar. Ohne die Voyager wäre nichts von und danke fürs Reinschauen, Mike. Schauen wir mal, was das für ein Ende wird, ja? Bin ich gespannt. Ohne die Voyager wäre nichts von all dem möglich gewesen. Wir haben nun eine echte Chance, eine echte Zukunft. Janeway. Und dank Ihnen, Mr. Raleigh, haben wir endlich die Gelegenheit, nach Hause zurückzukehren. Wir machen uns auf den Weg. Mögen Sie eine sichere Reise haben. Vielleicht werden sich unsere Wege wieder kreuzen. Janeway, das war's also. Wir fliegen tatsächlich nach Hause. Bin ich mal gespannt. Admiral Janeway aus der Zukunft. Sie haben es geschafft, Catherine. Sie haben es geschafft. Ja klar haben wir es geschafft. Wir sind immer die Besten. Wir haben es geschafft, Admiral. Das ist nicht mein Sieg, Catherine. Es ist Ihrer. Über all die Jahre hinweg bin ich zynisch geworden. Ich war so besessen davon, meine Crew heimzuholen, dass ich alles andere um mich herum aus den Augen verloren habe. Genau hier. Ich bin vom Weg abgekommen. Jetzt bist du wieder auf dem richtigen Weg. Sie haben mich an den Captain erinnert, der ich einst war. Der Captain, der für das Richtige kämpft, statt den leichten Weg zu wählen. Und jetzt gehen Sie, bringen Sie Ihre Leute nach Hause. Was ist mit Ihnen? Was ist mit der obersten temporalen Direktive? Sie können nicht einfach, die oberste Direktive kann warten. Ich habe nicht die Absicht, zur Sternenflotte zurückzukehren. Ich bin eine müde alte Frau. Ich denke, ich werde nach Indiana gehen, mir eine Farm zulegen, ein paar Kartoffeln anbauen. Dies ist Ihre Zeit, Ihre Crew, Ihr Sieg. Ey, das machen alle Captains. Der Patrick tut hier Wein anbauen, die tut Kartoffeln anbauen. Es war mir eine Ehre, Admiral. So. Jetzt bin ich nach Hause oder was? Jawohl, jawohl, jawohl. Schwupp. Wo sind wir? Ist das die Erde? Kann das sein? Wo sind wir gelandet? Tom Paris. Mike STGT sagt Glückwunsch zum Durchspielen.
Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind zu Hause. Endlich ist das zu fassen. Ja, danke, Mike. Danke für den Glückwunsch. Ja, freut mich auch, dass ich hier mal durch bin. Ich habe jetzt vorhin, wie ich angestartet habe, das war vor einer Stunde, anderthalb, um 19:30, 20, vor 2 Stunden, hatte ich 52 Stunden auf meinem Spielkonto. Also bin ich mit 54 Stunden jetzt hier durch, kann man sagen. Ne? Die Erde, sie ist noch viel schöner, als ich sie in Erinnerung hatte. Oh, sie ist kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe, aber so lebendig. Diese Welt, sie ist so voller Leben. Ihr habt doch noch gar nichts gesehen. Was wir gesehen haben, ist es unglaublich, hier zu sein. 7 of 9, dieser Anblick, ich erinnere mich, ein flüchtiges Bild aus meiner Kindheit. Lieutenant Lani, ich kann es nicht glauben, dass wir es wirklich durchgezogen haben. Nach all dem haben wir es tatsächlich geschafft. Tuvok, obwohl die möglichen langfristigen Auswirkungen des besetzten Transwarp-Zentrums noch ungewiss sind, erlebe ich einen unlogischen Anstieg von Emotionen. Es ist Freude. Der Doktor, endlich, der Alpha-Quadrant, meine triumphale Rückkehr wird der Medizin ganz neue Horizonte eröffnen. Die Lorbeeren habe ich mir redlich verdient, jawohl. Chakotay, dafür haben wir gekämpft, nicht wahr? Jede Prüfung, jedes Opfer, alles lief für diesen Augenblick hinaus. Wir haben es geschafft, gemeinsam. Janeway. Also gut, alle zusammen, wenn Sie Ihrem Captain für einen letzten Moment Ihre Aufmerksamkeit schenken würden, bevor wir unsere Reise offiziell beenden. Rede beginnen, die Crew, die wir geworden sind, Rede beginnen. Eine Streitmacht im Kampf geschmiedet. Nee, wir sind ja kein Kriegsdings. Unsere Reise ins Unbekannte. Die Crew, die wir geworden sind. Ja, das sind wir doch, genau. Vor 7 Jahren wurden Sternenflotte und Marquis zu einer Crew. Wir haben ein Band geschmiedet, das stärker ist als jede Uniform. Eine Familie gefunden, die jede Herausforderung gemeinsam meistert. So, Rede fortsetzen. Unsere Familie hat triumphiert. Wir haben gesiegt. Wissen war der Wegweiser. Unsere Familie hat triumphiert. Ja, die Ding faselt ja auch immer. Die Seven von Familie. Wissen war der Wegweiser. Ja, auch richtig. Aber ich würde sagen, hier, wir haben zusammengehalten. In all ihre Gesichter zu blicken und zu wissen, dass sie endlich sicher zu Hause sind. Das ist der Lohn für jedes Opfer. Unsere Familie ist eins. So, Redebären, unser Leben zurückfordern. Wir bleiben wachsam, unser Wissen teilen. Unser Wissen teilen, wir bleiben wachsam, unser Leben zurückfordern. Unser Wissen teilen, komm. Aber wir bringen mehr als nur uns selbst heim. Wir haben Wissen und Technologie im Gepäck, die die Föderation in ein neues Zeitalter führen werden. Steuermann, setzen Sie einen letzten Kurs. Lassen Sie die Sternenflotte wissen, die Voyager ist zu Hause. Durchbruch des Admirals, Captain Janeway. Wir schreiben das Jahr 2385. 7 Jahre sind vergangen, seit die Voyager heimgekehrt ist. Und noch immer, so schnell kann man lesen. Wir haben den Delta nicht nur überlegt, wir haben ihn bezogen an der Seite auf an eine Transwarp-Zentrum, die Monumentalleistung unser Platz dort. Jetzt habe ich aber schnell gelesen, es kann ja kein Schwein lesen in der Zeit. Dort sieht der unmittelbare Erscheinung, dort sieht der Opfer, unser Prinzip, da wären wir endlich wahrhaft zu Hause. Also, so schnell lese ich, das versteht eh keine Sau und kann man gar nicht lesen. Im Hafen der Sternenflotte herrscht der Wirbelsturm, bla bla. Das kann man, Medaillen funkelnden Applaus wollten kein Ende nehmen, jo. Es ist viel zu schnell und ich drück nichts, ne? Das geht von alleine so schnell weg. Ich selbst wurde zum Admiral befördert. Oh, jetzt sich der Staub gelegt hat, denke ich darüber nach, wie außergewöhnliche Crew weiterging. Vom Kollektiv zur Kommandantin. Nach unserer Heimkehr begegnete die Sternenflotte 7 of 9 wegen ihrer Borg-Vergangenheit mit Skepsis. Doch als man ihr unbestreitbares Genie und ihren aufrichtigen Wunsch sah, einen Beitrag zu leisten und dazu zu lernen, waren diese Bedenken schnell zerstreut. Seven erblickte es sich zur wichtigsten Strategin im Kampf gegen das Kollektiv. Sie übernahm die Leitung der taktischen Anti-Borg-Spezialeinheit, entwickelte neue Verteidigungsstrategien und koordiniert die Befreiung assimilierter Drohnen. Das erfüllt mich, da geht's weiter, es erfüllt mich mit tiefer Freude zu sehen, wie sehr sie auf der Erde Wurzeln geschlagen hat und wie ihre Individualität mit jedem neuen Abenteuer weiter aufblüht.
Sie ist der lebende Beweis dafür, was man erreichen kann, wenn man eine echte zweite Chance erhält. Da steht sie rum, die Seven, mit einem blauen Anzug. So, und da Hologramm, rechts stehen ein paar Nasen rum, links die Janeway, da steht der Tuvok rum. Mehr als nur Logik. Unmittelbar nach unserer Heimkehr konnte Tuvoks degenerative Erkrankung geheilt werden. Kurz darauf wurde er zum Kommandeur befördert und steht mir heute als mein Stabschef zur Seite. Er ist mein treuester Berater. Uns verbindet ein Band, das durch jede unmögliche Entscheidung, die wir gemeinsam treffen mussten, gefestigt wurde. Tuvoks Logik ist immer noch mein sicherer Anker, auch wenn ich mich manchmal frage, ob er nicht noch immer heimlich ein Buch über meinen Koffeinkonsum führt. Captain der Protostar. Mit der Begnadigung der Marquis wollte Chakotys Beförderung zum Captain und das Kommando über die experimentelle USS Protostar. Sein Auftrag, unerledigte Probleme aus der Zeit der Voyager im Delta-Quadranten zu klären, endete in einer temporalen Verschiebung, die für ihn 10 Jahre andauerte. Doch er kehrte zurück. Wir fanden ihn wieder zueinander, als ich mit der Voyager aufbrach, um ihn zu retten. Unsere Freundschaft ist nach wie vor unerschütterlich. Er ist der Inbegriff von Standhaftigkeit und er sorgt dafür, dass mein Alltag als Admiral niemals langweilig wird. Nicht länger der Fähnrich, ist er befördert worden. Na, was hat er denn da? 3,5 Abzeichen. Harry Kims unerschütterlicher Glaube an die Ideale der Sternenflotte und sein unbändiger Fleiß haben sich am Ende bezahlt gemacht. Ja, ich habe auch so Abzeichen in meinem Schub. Auch hier schön eine Next Generation Jacke hier vom Lieutenant Barclay. Nachdem er jahrelang der wohl pflichtbewussteste Fähnrich im Delta-Quadranten war, katapultierte in sein einzigartiger Erfahrungsschatz förmlich durch die Ränge. In nur 7 Jahren hat er sich seinen Traum erfüllt. Er befehligt nun sein eigenes Schiff der Intrepid-Klasse. Es erfüllt mich mit unglaublichem Stolz, den einst so eifrigen jungen Mann, dem ich früher den Weg gewiesen habe, heute selbst auf dem Sessel des Captains zu sehen. Ja, dann ist der vierte Ding ist bloß zu dunkel, weil der müsste dann auch Gold sein. 3,5 ist ja falsch. Vom Rebellen zum Meister. Der hat keine. Okay. Dank seines außergewöhnlichen Talents am Steuer wurde Tom zum gefragtesten Testpiloten der Sternenflotte und zum Experten für riskante Flugmanöver. Er schaut regelmäßig in den Einrichtungen der Sternenflotte vorbei, um von unseren Erlebnissen im Delta-Quadranten zu berichten. Tom genießt sichtlich das Rampenlicht. Doch ungeachtet dessen könnte ich nicht stolzer auf den disziplinierten Offizier sein, der heute vor mir steht. Und um die wichtigste Frage zu klären, nein, er hat nie die Warp-10-Barriere durchbrochen oder sich in einen Salamander verwandelt. Ja, und sein Roman, ist der veröffentlicht worden? Fürsprecher und Visionär. Nach unserer Heimkehr erhielt der Doktor die Staatsbürgerschaft, der Föderation und quittierte sogleich den Dienst, um für die Rechte von Hologrammen zu kämpfen. Mit Erfolg. Jahre später kehrte er in die Sternenflotte zurück und übernahm den Posten des leitenden medizinischen Offiziers, wobei ihm seine biologischen Kollegen nun endlich mit echtem Respekt auf Augenhöhe begegnen. Ach ja, und er hat seine Leidenschaft für die Oper entdeckt, sehr zur Freude und gelegentlichen Verzweiflung seiner Kollegen beim medizinischen Dienst. Ja, der singt immer durch die Gegend. Ja. Der Geschmack von Heimat. Nilix, ganz der Moraloffizier, brachte die kulinarischen Facetten des Delta-Quadranten auf die Erde und eröffnete ein überaus beliebtes Fusion-Restaurant. Doch weit über seinen Erfolg am Herd hinaus wurde er zu einer unverzichtbaren Stütze. Er hatte stets ein offenes Ohr für all jene von uns, denen die Erlebnisse der Reise oder die Umstellung auf das Leben auf der Erde schwer zu schaffen machten. Ich schaue oft bei ihm vorbei, dankbar für seine herzliche Art, auch wenn ich seinem Leola-Wurzeleintopf nach wie vor mit einer gewissen Skepsis begegne. Ich bin überglücklich, dass er seine wahre Bestimmung gefunden hat. Ja, Koch. So, ein kurzes Leben als Heilerin. Ne, die leben ja nicht so lange, die Okampa. Ne? Jess erreichte die Erde und verschrieb sich dort sofort mit all ihrer Empathie der Arbeit in Hospizen.
um Menschen mit schweren psychischen Traumata beizustehen. Wasser trinken. Ihr kurzes Leben von nur 9 Jahren ging viel zu schnell zu Ende. Ich werde ihre grenzenlose Neugier, ihren unbändigen Wissensdurst niemals vergessen. Der Gedanke daran, dass sie zumindest noch einige Wunder unserer Welt erleben durfte, zaubert immer noch ein glückliches Lächeln ins Gesicht. Belanas menschliche Seite unterrichtet nun an der Sternenflottenakademie fortgeschrittene Ingenieurswissenschaften. Zu sehen, wie sie junge Ingenieure auf das Kommando im tiefen Weltraum vorbereitet, über rein technische Fähigkeiten hinaus, macht mich stolz. Dank der medizinischen Abteilungen der Sternenflotte ist Danaras Zustand nun stabil. Sie widmen sich wieder ihrer bedeutenden Arbeit in der regenerativen Medizin. Ihr unermüdlicher Einsatz und die Fortschritte, die sie ermöglicht, erfüllen mich mit großer Hoffnung. Dank eines umfassenden Wissens über Antriebstechnik wurde Arturis zu einem führenden Kopf in der Forschungsabteilung der Sternenflotte. Heute leitet er die Entwicklung bahnbrechender Langstreckenantriebe. Es macht mich stolz, dass sein außergewöhnliches Genie nun den Dienst solch friedlicher Ziele stellt. So, Pelk baut sich in einer Kolonie der Föderation ein erfolgreiches Unternehmen auf, indem er sich auf die Aufbereitung von Giftmüll spezialisiert hat. Er ist der beste Beweis dafür, dass selbst die speziellsten Talente aus dem Delta-Quadranten in der Heimat eine wertvolle Verwendung finden können. Kashyyyk setzt sein taktisches Genie nun für den Sternenflotten-Geheimdienst ein, wo er komplexe Sicherheitssysteme entwirft. Wer hätte gedacht, dass ein Devore eine so entscheidende Rolle beim Schutz der Föderation spielen würde? Ein bemerkenswerter Neuanfang. Marla Gilmore, verschrieb sich der Ethikkommission der Sternenflotte, um sicherzustellen, dass Technologie nie wieder missbraucht wird. Es ist ihr Weg, Buße für die Tragödie der Equinox, der USS Equinox, zu tun. Dass sie ihre Erfahrung nutzt, um heute so wachsam über unsere Moral zu wachen, erfüllt mich mit größter Hochachtung. So, eine neue Bestimmung fernab der Sterne. Ganz wie versprochen verschwand mein älteres Ich noch bevor die Voyager zum endgültigen Landeanflug auf die Erde ansetzten. Sie fand eine schlichte Form von Frieden und lebt nun völlig zurückgezogen auf einer kleinen Farm in Indiana. Wann immer es geht, besuche ich sie. Sie ist noch genauso dickköpfig wie früher, nur dass ihr einziger Gegner heute die örtlichen Murmeltiere sind. Für mich fühlt sich der Gedanke surreal an, aber meine alte Crew schätzt, dass die Sternenflotte schlichtweg nicht groß genug für 2 Janeway sei. Womöglich haben sie damit sogar recht. Eine neue Bestimmung fernab der Sterne. So, was haben wir da? Das eroberte Transwarp-Zentrum entpuppt sich als der entscheidende Impuls für einen gewaltigen Umbruch im Delta-Quadranten. Angetrieben durch diesen strategischen Vorteil ist die Rebellion der Erwachten, wie sie heute in den Geschichtsbüchern steht, so stark wie nie zuvor. Tag für Tag werden mehr Borgschiffe aus den Krallen des Kollektivs befreit. In einer wahrhaft historischen Entwicklung hat die Sternenflotte nun ein offizielles Bündnis mit Ralik und seinen befreiten Borg beschlossen. Auch wenn der erste diplomatische Austausch erwartungsgemäß schwierig verlief, hilft die Sternenflotte heute aktiv dabei, das Zentrum gegen die unermüdlichen Rückeroberungsversuche der Königin zu verteidigen. Bisher konnten wir die Stellung halten. Endspiel. Da gibt's hier. Übernimm das Transwarp-Zentrum mit Hilfe der erwachten Borg und fliege nach Hause. Schlüssel nach Hause. Trophäe. Gesamtfortschritt der Trophäen 58%. Ja, ein paar habe ich verpasst, ne? Man sagt, die Reise sei wichtiger als das Ziel. Für die Voyager eine Odyssee, die von Familie und Opferbereitschaft geprägt war, trifft dies in besonderem Maße zu. Wir gedenken derer, für die diese Heimkehr ihr Leben ließen. Ihre Namen mögen nun in Stein gemeißelt sein. B'Elanna, die Klingonen-B'Elanna. Doch ihr Vermächtnis, das ewige Feuer ihres Mutes und ihrer Aufopferung, brennt in den Herzen all jener weiter,
die die Heimat erreicht haben, für immer. Und doch lässt mich der Gedanke nicht los, hätte ich mehr Leben retten können, wenn ich die Zeit zurückdrehen und den Verlauf der Dinge ändern könnte, ich werde darauf wohl nie eine Antwort finden. Doch während ich hier stehe, auf festem Boden, meine Crew in Sicherheit, finde ich einen stillen Frieden in dem, was wir gemeinsam vollbracht haben. Logbuch Ende! So, eine Statue von der USS Voyager in Stein gemeißelt. Hauptmenü. Hauptmenü. Feierabend. Schluss aus Feierabend. So, Hauptmenü heißt gleich wieder USS Voyager Musik. Claim für den Dings. Müssen wir kurz... Ne, wo geht's zurück? Hier. Bing. Was passiert? Ja, da haben wir es schon wieder. Tut mir leid. Ich muss hier leider... Weil ich würde sie so gern laufen lassen, die tolle Musik. Aber leider kann ich und darf ich nicht. Dann machen wir wenigstens ein bisschen einen Hintergrundsound. Ein bisschen Raumschiffgebrummel. Wenigstens etwas. Genau, da sind wir durch hier. Wo sind wir da? Genau. Kann man doch mal die Credits laufen lassen jetzt. Genau. Spiel ist durch. Credits laufen lassen. Ja, dann supidupi. Dann bedanke ich mich immer mal ganz kurz hier. Einmal hier Memory nodes located. ist Deep Space Nine Sound. Proceeding with data transfer. Lass der Raumschiff-Sound laufen. Und dann sage ich mal, an alle, die reingeguckt haben, immer wieder reingeguckt haben bei mir, schön, freut mich. Vielen Dank. Und heute auch eben nochmal hier Christian. Dankeschön fürs Gucken. Der Franek. Und was haben wir noch? Der Zukulu, genau. Und Mike, STGT. Dankeschön. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und vielleicht habt ihr sogar auch, einige von euch zocken ja auch selber. Also echt cooles Game, wenn man Star Trek-Fan ist. Macht es gleich noch viel mehr Spaß. Richtig gutes Spiel, finde ich ja. Hat man auch schön Zeit, sich da reinzuhängen. Passt alles supidupi. Jawohl. Lass wir mal durchlaufen, den ganzen Abspann da. Tja, kann man mal machen, ne? So, Wasser trinken. Also so viel. Ich habe ja schon oft gestreamt und viel gestreamt. Immer wieder mal. Und ich rede auch hier und da, ne? Aber das hier, da habe ich jetzt alles vorgelesen. Ich bin so heißer und so trocken im Mund. Das ist der Hammer. So Streams zwischen 3 und 5 Stunden waren die immer. Und ich sage mal 70% der Zeit gesprochen, gebabbelt. Anstrengend. Da merkt man, dass der Mensch nicht dafür gedacht ist, 5 Stunden am Stück zu reden. Lehrer hätte ich nicht werden können. So, Trademark 2026 CBS Studios. Tschüss, danke, auf Wiedersehen. Oder wie? Und? Credits sind durch. Ja, sieht man hier beim Profil. Wo haben wir es denn? Irgendwo sieht man es, glaube ich, hier, da. Sektor 1 der Fürsorger, Sektor 2 der Verrat, Sektor 3 das Signal, Sektor 4 Allianzen, Sektor 5 Loyalitäten, Sektor 6 Skorpion, Sektor 7 alte Freunde, neue Freunde, Sektor 8 das Morgen von gestern, Sektor 9 das ungewisse Dunkel, Sektor 10 Equinox, Sektor 11 Erwachen und Sektor 12 Endspiel. Sektor 12 kann man sagen, war eigentlich der schnellste Sektor von allen. Da war eigentlich nur das Endspiel und fertig. Ja. Und nachdem man schon alles hat, braucht man auch nichts abgrasen. Ja, sehr gut. Profil 1 löschen, nö. Sektor neu starten, nö. Maximal automatisch, nö. Spielplatz, nö, genau. Schade, dass man keinen Spielstand kopieren kann. Könnten wir hier schön da was machen, ne? Schade. Na, ist halt auf der Playstation, da geht es nicht. Genau, haben wir das. Das war auch cool hier, diese schönen Zusatzmissionen, die es gegeben hat. Die habe ich alle gemacht. Medizinische Ethik, da kam ja die Danara Pell. Dann das Vinculum. Das war dann, glaube ich, der Vinculum-Antivirus, den ich leider nicht einsetzen konnte, weil vorher ich irgendwas verpennt habe, was darauf aufbauend war.
Dann Kontrapunkt Sektor 9, genau, das war okay. Friendship One und Gute Hirte in Sektor 11. Genau, das Relikt der Friendship One habe ich. Subraumreaktive Teilung hatte ich auch. Ja, genau, die Sachen konnte. Und der Inspektor Kaschik ist auch gekommen. Das war, glaube ich, bei Kontrapunkt Sektor 9, glaube ich, ist der Kaschik gekommen. Ja, ich glaube, genau. Bei, bei Kontrapunkt ist der Kaschik gekommen. Aber medizinische Ethik, der Narapel war echt wichtig, weil die war echt gut drauf mit Medizin und so weiter. Yep. Na gut, dann haben wir das, sind wir durch. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Reinschauen und sage Tschüss. Barclay Gaming 1 sagt Tschüss und danke fürs Zusehen. Bye, thank you for watching.